Okay, heute habe ich vor, das zu machen, Roses and Muskets. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was der Name ist. Aber ja, ich habe ja das ein bisschen vorgeschoben, oder nach hinten geschoben, viel eher ähm, das Event, weil ich das noch nicht machen wollte, bevor alles freigeschaltet ist. Und gestern ist dann halt endlich alles freigeschaltet worden. Ich habe es da trotzdem noch nicht gemacht, weil, keine Ahnung, war schon ein bisschen zu spät, als ich hätte anfangen können. Und ja, deshalb fange ich jetzt damit an. Ich habe sogar gehört, dass die Waffe hier gar nicht mal so schlecht ist. Aber das halt eigentlich nur wirklich der Fall ist, wenn wir von Dings reden. Navia. Wobei, ich bin mir nicht sicher. Sakubi moin, jojo, was geht? Was geht? Willkommen im Stream. Naja, keine Ahnung. Ansonsten würde ich jetzt auch tatsächlich mit dem Event anfangen. Ja, ich kann das immer noch nicht einsammeln. Gerade aufgewacht. Jetzt erst. Was? Es ist Viertel nach 3, Bro. Es ist Viertel nach 3. Ja, okay, was mein Resin angeht, ich glaube nicht, dass ich so lange brauchen werde, bis 9 Uhr noch. Aber bin um 5 bis 6 Uhr eingepennt. Das klingt nicht so gesund, Mann. Okay, ich klinge wahrscheinlich auch nicht so gesund, weil ich krank bin, aber fuck it. Moment mal, das Event ist ja bekannt, dass dort bestimmte Charakter mit dabei sind. Wer auf jeden Fall mit drin ist, ist Frida als Direktor. Also ich mache jetzt gleich das Event natürlich. Aber da will ich auch die richtigen Charaktere da reinpacken. Keine Ahnung warum, es bringt mir eigentlich gar nichts, aber ja. Frida, Ayaka war's. Schöneres kann man noch gar nicht haben. Dann Charlotte muss nicht sein. Ayato ist auch dabei. Well, this ought to be entertaining. Oh scheiße, wer ist noch dabei? Chioli ist dabei, aber die gibt es noch gar nicht. Oh shit. Moment. Wer ist noch im Event? Boah, ich habe keinen Plan. Naja, dann gehe ich einfach mit den 3 Charakteren rein, denke ich. Also ja. Oh ne, wenn nichts anderes dabei ist, dann mache ich halt Charlotte. Gut, okay, jetzt aber das Event. Ich fange an mit der Event Quest, die dauert ziemlich lang. Das heißt, es wird interessant. Wahrscheinlich wird die, denke ich mal, so 3-4 Stunden gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Damit fange ich jetzt halt auch an. Wie gesagt, wie oft habe ich mich jetzt schon wiederholt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich halte auch ein bisschen meine Fresse sowieso, weil ich schon krank bin. Aber ja. Ich mache das Game auch ein bisschen lauter. Und dann... Ja, können wir mal dorthin gehen, ne? Das ist direkt beim Waypoint sogar. So, was ist hier? Seriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. But what about my film? Kennt man den Typ nicht? Xavier. Well, I'm afraid you'll have to come up with something on your own. Take it from me. Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. Warte, sag mir nicht, das ist tatsächlich das, womit das Event startet, dass du einen Film für ihn filmen sollst. So he's back in Fontaine now. Ja, Bro, wer ist das nochmal überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wer bist du nochmal? Oh, why, if it isn't the dear traveler and Paimon. I really didn't expect to bump into you here at this time. How have you been? Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. The investor I was working with for my upcoming film has fallen upon some hard times and is no longer able to provide the promised amount of funds. Can't you just find a different investor? Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontanalia Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is
Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontinalia Film Festival? Nicht wirklich. Then allow me to fill you in. Oder ich hab's auf meinem The Account Fontinalia gemacht. Festival was Halt. established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids, and eventually welcomed the Hydro Arconageria. Okay, gut, The das wusste ich holiday nicht, weil ich is geskippt habe. deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. Ah, I was just trying to recall the exact description from the books, in order to avoid any unnecessary arguments over semantics. I usually try to recite things straight from the source. Well, either way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the Windbloom Festival in Mondstadt, and the Lantern Rite in Lille. Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? And just like those of other nations, Fontaine will hold a plethora of events around this time each year. To commemorate the Loch Knights, people will imitate them by putting on special costumes, raising golden cups, and going door to door asking for pure water. But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little drab, and so decided to change the part about pure water to sweets. Really doesn't surprise Paimon at all. The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year, you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat." Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect back to the film festival you mentioned? Ah, yes, it appears I've strayed off topic. I just got too excited after seeing you. Let me get back to the point. The Fontinalia Film Festival is an event fucking hell. proposed by the Ich war grad noch Fontaine muted, dass Film da hinten Association war. this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form. Ja, okay, ist cool, ist cool. Aber war da nicht hinten irgendwo Chiffres? Hat man die da nicht gesehen? Hallo? During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Farina Award, okay. The what award? The Farina Award. Okay. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Schade, ne? Aber da hinten ist doch Chiffres, man sieht die hier. Ey. Ist am Fressen war es, nicht? Egal. Weil Lady Farina was still in power. Achso, das heißt, das Event ist dann auch schon kanonisch nach dem Dings. Ja, ich habe auf dem Account noch nicht mal die Quest mit Fortress of Mirrorpeat abgeschlossen. Ja, Perhaps kein everyone Wunder, still dass sie dann thinks of it sagen, as a pretty appropriate name. man sollte Even though she eigentlich isn't erst the die Hydro Arco Archon Quests any machen. longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Anyone with eyes can see the way she shines on the stage. Huh. Alright. Guess the name does Barbara work pretty 2.0. well when you put it that way. Oh, but who would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Ja, hier sieht Inazuma. man's. Richtig. Chiori? Sounds familiar. Where have we heard that name before? Chiuria Boutique. Okay, das wusste ich nicht. What the fuck, wann soll ich mir das gemerkt haben? War das irgendwann mal in der Archon Quest ganz am Ende? Ja, wahrscheinlich habe ich es mir gemerkt. Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction, including the design of the actors' costumes and appearances. Oh, Paimon remembers now. Navia said that her clothes were designed by Chiori, and Kirara's outfit too. Ah, ja, How to gut. Wahrscheinlich habe ich mir das describe gemerkt. her? Ich fasse es Well, auch. she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. The fashion world in Fontaine has dubbed her the Thundering Ich Seamstress. dachte am Anfang, sie ist Pyro Her vom Design her, remarkable aber designs have led many Fontanians to become very interested in Inazuma. scheinbar ist sie Gio. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her help, I don't think I would have been able to get such an international cast for the film. She really is a kind soul. Who are the actors from Inazuma? Do we know them? Why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome them?
Ja, das sind Ayato und Ayakano. Judging from the time, the Aquabus should be arriving shortly. Chiori will be waiting to meet me there as well. Aber ist Ayato überhaupt ein Film? Ich hab keine Ahnung. Warte, wie heißt sie? Warte. Achso, das ist der Screen, mit dem man das Event freischaltet, okay. Ah ja. Das ist fein. Ja, hier kann man erstmal diese ganzen Event-Teile freischalten, aber ich mache immer erst die ganze Story, ne? Ich meine, Ayato ist doch noch nicht mal... Hä? Na, fuck it. Ist doch egal. Wohin soll ich? Achso, scheiße, das ist das falsche Ding hier. The Crack of Muskets Breaking the Silence, Roses and Muskets. Wow, was ein geiler Name. Warte, was kriegst du davon? Fontinalia Musee. Was ist das überhaupt? What the fuck? Naja, ist egal, passt. Ich denke mal, von der Statue of Seven kann man auch zum Aquabus. Naja, ich muss mir mal tatsächlich Chioris Design anschauen. Ich habe es auf dem anderen Account ja nicht gemacht, weil ich alles durchgeskippt habe und währenddessen irgendwie ein Video geschaut habe oder sowas meistens. Und, Moment. Ist sie wirklich Gio? Ich finde, die sieht voll aus wie Pyro, aber ist sie Gio? Ja, okay, sie hat auch schon hier viel Orange, aber trotzdem, es sieht eher aus wie Pyro in meinen Augen. Was hat sie für Schuhe an? What the fuck? Sehen so weird aus. Ja, natürlich hier. Wie heißt es nochmal? Character Promote? Bevor Miss überhaupt raus ist. Chiori? Your talk with Ah, the doch, tatsächlich. investor sure Das went ist eine Geo-Vision. fast. The Aquabus hasn't even arrived yet. Oh? And who are they? Allow me to Das ist eine introduce interessante you. Stimme, wobei nicht This passt. is the traveler Passt at Paimon. Pleased to meet you. Likewise! We've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. The concept behind Kirara's outfit is really original. Ja. Thank you. I just wanted to make sure she wouldn't always look like a cat that had been unceremoniously dropped in a bucket of paint. Was? So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. Well, it's like this. Was wird sie, ein Geo 4-Star oder 5-Star? Sie sieht halt eher aus wie ein 5-Star. I know, Chiori. You don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. Moment, die sieht schon... Also ne, sie sieht aus wie ein 5-Star auf jeden Fall. Ich meine, Moment. Wenn man es zum Beispiel vergleicht mit... Oh scheiße, ich habe mein Opera noch nicht geöffnet bis jetzt. Gut, das ist lustig. Das heißt, es muss kurz laden, aber gut. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Garmin eingebe... Okay, nee, ist immer noch nichts. Sagen wir mal Garmin, Gelischen. Okay, hier, ne? Garmin ist... Zugeben, er sieht auch sehr detailliert designt aus. Aber er sieht, finde ich, in meinen Augen weniger detailliert aus, wie zum Beispiel Chiori oder wenn man... Was hat man noch? Wer ist ein 5-Star zum Beispiel? In den letzten Patches... Ja gut, sagen wir einfach Navia. I mean, Bro, das ist halt... Keine Ahnung. Ich denke, Chiori sieht eher aus wie ein 5-Star, wobei ich mir nicht sicher bin, weshalb man noch einen 5-Star machen sollte von Gio, wenn man gerade erst einen released hat. Ich meine zum Beispiel... Charlotte, wobei ich weiß nicht, es ist irgendwie nur so ein Gefühl. Es ist so ein Gefühl. Ich finde, das sieht irgendwie so vom Design her eher aus. Also ich denke mal, Garmin wird ein 4-Star. Ich meine, wer wurde noch? Cloud Retainer. Ich meine, wie ist denn nochmal? Hyun. Oder mit G. Hyun. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Actually, I don't know. Aber auf jeden Fall sieht er aus wie ein 5-Star, finde ich. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others.
And therein lies the problem. Sie wird aber eher so Yes, 4.5 but kommen, just nicht put 4.4. yourself in my shoes. Oder 4.6 After dann. obtaining such an Also excellent frühestens script, 4.5. it's only natural that I would want to make the most of the film. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of Mora, so... Gibt's überhaupt einen Don't be sad, einzigen... Xavier. Ah ne, We natürlich might gibt's be immer able so to help Major-Charakter. scrounge up some more together for you. Ito und Goro. Aber Goro würde ich sowieso gern vertreiben. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. I'm afraid that any Mora we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. Ja, We need to du hast move aber on. eine fucking Prinzessin What's aus happened has already Japan happened and there's no angelockt changing und bist it. hier irgendwo in But Frankreich. now's Was not the denkst du, time wie to give teuer up. es war? What? You're saying that you have a plan? Achso, eine Prinzessin und ein Prinz. Beide. No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended believe aren't in just you. after Mora after all. Schade. Ja, Ayato. Fick dich, du Huren. Ach so, stimmt, Yoimiya ist auch dabei. Really? Hab ich vergessen. Then where do you live? Aber ich habe Yoimiya sowieso nicht, also We fuck it, ist mir Malazines egal. live in Marcy Village. The only way to enter is from underwater. Oder Oh, per man. TP. You must be pretty tired Fair after point. work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. We are so thoughtful. But some Malazines choose to live in the Court of Fontaine because it's so much more convenient. Okay. This is our stop. Fick dich, du Oh, Bastard, der we've doppelt mein arrived. 50-50 ruiniert I hat. haven't even finished chatting with Abel yet. Ich meine, mein Guaranteed I ruiniert hat. also enjoyed Aval's introductions to In Fontaine einem along the fucking way. Temple. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Thank you so much. I'm usually working here on the Sakura bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Nein. Welcome to the Court of Fontaine. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. Warum sind sie einfach woanders? Traveler und Timer. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they are who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Oh? It's the Traveler and Paimon. Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking about you on the way here. Ja, Are you also das here for the film? We just ran into Xavier earlier and came over Rivalen, with ne? him. Ayaka und Dings. But I'm not an Und actress. Yoimiya. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. Ah, ja, okay, gut, warum auch nicht. Warte, Ayato hat eine Rolle im Film? Ja, das habe ich nicht bemerkt. Okay, gut, das macht irgendwie auch Sinn. Yoimiya und Ayaka, genau. Yoimiya in ihrer zweiten Story Quest. Es gibt ja irgendwie Memes darüber, wie dann Ayaka komplett austickt. Ja, nicht austickt, also man weiß, was ich meine. Glaube ich. Also wenn man die zweite Story Quest von ihr gemacht hat. I thought I would always get the lead role. Okay, ich hab's auch nicht gemacht, aber ey, Social Media war voll davon. Was heißt Social Media? HoYoLab. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy, and I didn't want to disturb you. So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. Oh, so you all know each other already! My, what a coincidence! What are the chances everyone could be brought together here like this? Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier.
Fontaine are so tall. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec. Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? Nein. Oder ist es? Ich weiß es selbst nicht. Warte, es ist eine fucking Entity. Passiert noch irgendwas mit dem dann? Ah. Es ist nicht wie zum Beispiel diese kleinen Teile, es ist eine Entity. Das ist schon... Ja. Oder ist es nur, weil es sich bewegt? Also das große hier. Ich meine... Ich weiß nicht. Man kann ja auch nicht umlaufen hier. Ich kann hier nicht anrempeln, was soll das denn? Aber zum Beispiel die normalen NPCs, die haben jetzt nicht so ein Dings. Wenn der Charakter hier zum Beispiel schon ist. Natürlich, der Charakter wird dann noch blau im Wasser. Ah, keine Ahnung. Mit Ayaka sprinten ist actually schlauer. Ah, Moment, man soll zum Restaurant, stimmt. Ja, gut, das kann man machen, natürlich. Oh Gott, es gibt ja 5 Story-Parts. Nein, scheiße. 5. Oh Gott. Ich hab's gerade vergessen. Wird lang So dauern. this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Ah, yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Full Let's front. get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier? Well, I've already assembled most of the film crew. A lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's author. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. Two Musketeers. Story is pretty good. Kann ich sagen. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've Sir run into a Kamisato bit of a and Lady problem. Ayaka. Oh, Okay. what is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the Sind amount aber of nicht funding literally diese agreed 3 upon. Charakter alle insane It's said that reich. Fontaine's Traveler legal ist ja voll system is reich. well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Ah, well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? Also wirklich, ganz ehrlich, das ist ja eine Prinzessin und das ist der Prinz, also kann man sagen, es ist Prinz oder Prinzessin. Ich meine, das ist ja einer der 3 Hauptclans in Inazuma. Okay, in dem Fall ist es hier Japan. Und ich denke mal, diese 3 Hauptclans von der Regierung könnte man dann sagen, sind ja eigentlich die jeweiligen sozusagen. Also ich würde schon sagen, dass man dann die Kinder davon als Prinz und Prinzessin bezeichnen kann. Das heißt, die 2 sind doch sowieso, ach egal, was auch was angeht, sie sind auf jeden Fall sozusagen die 2 führenden Rollen in einer der 3 größten Clane, wenn nicht sogar gerade dem derzeit größten Clan in Inazuma, nachdem sie ja den Kampf gewonnen haben, den Krieg, was auch immer, den Bürgerkrieg gewonnen haben, müssen sie doch sau viel Geld haben. Das ist ja unfassbar. I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the film festival's submission deadline. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, Also, ja, would that okay. resolve the problem you are currently facing? Das ist ja What? normal No, nicht. out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. Naja, klar. Inazuma has only recently reopened its borders,
and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. We didn't have many collaboration projects with Fontaine in the past, so we hoped this trip would serve as a good start for the future. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem right. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. All right. I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough mora now, even if it means selling my house, my camera, and every Ja, ist single... okay, Come on reicht. now, Halt dein no Maul. need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. We can have to... Nee, du kriegst kein... Also, nee, das ganze Mora ist geplant für... Fick dich, Ayato, tatsächlich für ihn. Für Talent Materials von manchen Charakteren, für fucking Nahida, für was auch immer, zukünftige Charakter, für Chevres, für... wen will ich noch haben? Garming, für was auch immer. Digga, du kriegst kein einziges Mora davon. Fick dich, wenn du es dich auch nur traust. Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. Nein, shut the fuck up. Support ihn nicht. You are too kind, all of you. I really don't know how to... Halt die Fresse. Ew. Alright, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Oh, but how can we help with Ja, that? besser ist es, Mann. We don't know much about making a film. Alright, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. Oh, ich kann I teleportieren. originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Moment, was? Benny Mini? Bist du am Gamingen, wenn du ihn hast? Bitte was? Garmingen? Gamingen? Was meinst du mit Garmingen oder Gamingen? Also, erstmal, hey, was geht? Willkommen im Stream und ich weiß nicht ganz genau, was du meinst, aber I mean, maybe. Vielleicht. Ich sage nur, dass ich den haben will. Ja, wegen dem Character Gaming. Aber was heißt, bist du am Garmingen, wenn du ihn hast? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, ist egal. Also ob ich ihn benutzen werde, ist das die Frage eher. Weil so würde ich es verstehen und ja, ich würde safe wahrscheinlich die Charakter benutzen. Wobei ich weiß nicht, ich würde nur sagen, ich denke schon, er sieht cool aus. Wenn sein Charakter, wenn er dann auch noch gut ist. Also, wenn er sich gut anfühlt zu spielen, wenn er nicht komplett Dogshit ist. Sondern sowas wie zum Beispiel Charlotte. Charlotte kannst ja spielen, Charlotte ist auch nützlich. Dann würde ich safe ihn benutzen. Frage ist halt bloß, ist er zum Beispiel abhängig von sowas wie Cloud Retainer, die dann ja noch kommt. Sie kommt ja im gleichen Patch wie Garming und das soll ja nicht so sein, dass er nur dann nützlich ist, wenn du Cloud Retainer hast. Und Charlotte ist ja auch schwerlich wirklich ohne Farina nützlich. Du kannst sie ja fast nur in Freeze-Team spielen, wo aber meistens Farina mit drin ist, nämlich zum Beispiel Ayaka, Farina, Charlotte, Kazuha. Oder halt ein anderes Team, wo du aber auch wiederum immer noch Charlotte hast, wie zum Beispiel, naja, ist auch eine Art Freeze-Team, aber jetzt sagen wir mal, ohne Ayaka hast du genau das gleiche Team, bloß mit Neuvillette statt Ayaka. Neuvillette, Farina, Kazuha, Charlotte ist ja auch ein Freeze-Team, aber jetzt halt nicht dieses typische Freeze-Team. Das ja auch. Da ist halt Charlotte ja eigentlich davon abhängig, dass du Farina hast.
beziehungsweise Farina ist ja von einem Full Team YTler abhängig. Und ja, dann wirst du halt Charlotte brauchen, also, oder kannst du unter anderem Charlotte brauchen, dann ist Charlotte sozusagen ein Charakter, den du bilden kannst. Die Frage ist aber halt, wäre Charlotte noch nützlich ohne Farina? Das wäre schwerer, weil dann gäbe es nicht mehr wirklich einen Anlass dazu, tatsächlich Charlotte zu bauen. Und die Frage ist dann halt so, gilt das gleiche auch für Garming? Weil ich habe vor, Garming zu pullen, weil er ein Forster sein wird, sehr wahrscheinlich. Wenn er keiner wird, gut, dann nevermind, werde ich ihn mir sowieso nicht holen. Aber ich denke mal, er wird ein Forster. Er sieht sehr aus wie ein Forster. Und ja, wenn er nicht abhängig von einem Cloud Retainer ist, dann werde ich ihn bestimmt bilden. Wenn er aber, so wie Charlotte zum Beispiel, abhängig vom 5-Star ist im gleichen Patch, also wenn Garming abhängig ist von Cloud Retainer, wie zum Beispiel Charlotte von Farina abhängig ist, dann weiß ich nicht, ob ich ihn bilden werde. Dann wäre es vielleicht ein bisschen so wie die Dings-Situation. Wie eine für mich, wie ist die nochmal? Oh Gott. Yenfei-Situation. Yenfei ist auch so ein Charakter, den kannst du bilden, aber musst nicht. Okay, ich glaube, Mini ist schon lange draußen. Da steht wieder nur noch ein Zuschauer. Schade. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. The work requires both patience and careful attention to detail. A clapperboard? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? What? Yes, das that's ist right. Clapperboard? Are you interested in that job? Wow, was für ein Job. Always wanted to try that. All right, then you'll be our clapper Oh, der loader. Scheiß heißt wirklich I can find Clapperboard. someone from the Das kann nicht store and sein. help with logistics. What do you think, Xavier? Oh, fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the Traveler take the role. Okay. Aber Moment mal, ist es nicht sogar so, dass man diesen lauten Ton hat, weil man hat zum Beispiel mehrere Aufnahmewinkel gleichzeitig, oder kann man zum Beispiel haben, dass es nicht so häufig schießen muss. Und damit es aber auch wirklich richtig geoverlaid wird, zum Beispiel mit den Tönen und sowas, machst du dieses eine laute Klappen, dass du es halt zum Beispiel auch bei der Audio sehen kannst, weil bei der Audio siehst du dann einen großen Ausschlag und dann kannst du einfach alles genau oben drüber machen und dann spielen sie alle gleichzeitig parallel ab. Zum Beispiel, das habe ich mal gelernt, dass man das machen kann, wenn man zum Beispiel eine Handcam hat, die man nebenbei aufnimmt, aber nicht auf dem gleichen Gerät hat für eine Aufnahme. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Fortnite spielst und eine Handcam haben willst, aber du hast jetzt keine Cam an deinem PC dran. Du hast jetzt auch nichts, mit dem du es direkt verbinden kannst. Ich habe jetzt auch nur so eine komische Handcam mal gemacht, die du per Internet verbindest, aber mein Internet ist scheiße, das heißt, die Handcam funktioniert nicht wirklich immer. Das heißt, du kannst es auch separat mit deinem Handy aufnehmen und dieses Video kannst du sozusagen dann in einem Video-Edit mit reinpacken und hast sozusagen zwei Aufnahmen, das eine setzt oben drüber, damit es perfekt auch übereinander stimmt. Musst du ja irgendwie einen Indikator haben, mit dem du es gleichzeitig aufeinander legen kannst. Und das kannst du zum Beispiel kennzeichnen, indem du ganz lauten Ton machst. Und dieser Ausschlag, den benutzt du dann halt als sozusagen einen Punkt, an dem du sehen kannst, so kannst du es übereinander legen. Und dann hast du halt eben sozusagen zwei parallele Videos. Die wurden zur gleichen Zeit aufgenommen und wurden aber auf separaten Geräten aufgenommen, damit sie gleichzeitig genau im richtigen Moment abgespielt werden. Kannst du sozusagen lauten Ton machen, dass es so funktioniert. Also ich denke mal, dafür ist es auch unter anderem da. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist halt nur das Erste, was mir einfällt. Oh, he's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Nicht so viel. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the traveler's journey across Teyvat and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. What do you say, Traveler? Are you interested in the job? Gibt's andere Optionen? Es gibt gar keine anderen Optionen. Geil. Ich darf dich ablehnen. So wie immer. Lights, Camera, Action. Ja. Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. Nein. I think we'd better get to work. So all that's left for us to find is a director
be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that. All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. What the fuck is I'm this? not sure who will have time to help. Das ist Oh, Farina interessant. helped out a theater troupe recently Ah, by was? serving as an 731? artistic Hier hat's consultant. gesagt She 700. could be a good director, right? Besides, it's not like she Ah, has ja, anything okay. else to do right Ja, now. okay. Farina? Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Well, I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Don't let her form or identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. fine. You're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. We know Farina pretty well by now, so having some familiar faces there should help your chances. Besides, the whole thing was our idea in the first place. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who was once seen as the Hydro Archon. I wonder what she would like. I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontanalia mousse? Was ist das? But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontanalia festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. To do something like that, she must have a real sweet tooth. I agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Alright then, let's go buy some Fontanalia mousse. Ah, Will that wir sind really also auf be einmal enough? We'll be Nee, warte. asking her to do a lot of hier. Wir work, you waren hier schon. know. Die ganze Zeit. You're right. Das ist halt die Sache so. We need to further sweeten the deal. Mehr Kuchen. Huh? You want something even sweeter than Fontanalia mousse? Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. Well, what could that be? Your words of praise. Ah. Okay. Okay. Fontanalia Mousse. Actually, ich will mal kurz nachschauen, was macht das überhaupt. Kann ich hier nicht kochen? Bro. Warte. Kann ich bei dir kochen? Ich kann nicht bei dir. What in the fuck is this? Was ist das für eine Dating-Sim? Aber wirklich. Wobei das ist... Ich weiß nicht, ob das als Dating-Sim zählt, weil guck mal, hier sind Ayaka, Yoimiya und Farina. Das ist ja nicht wirklich Dating, weil das wären ja zu viele. Weißt du? Und theoretisch hast du noch Chiori. Keine Ahnung. Das ist sehr interessant, was hier abgeht. Es dauert lang. Zu viel gibt's nicht. Okay, zu viel gibt's nicht. Das heißt, es ist so ein Quadruple-Date, meinst du? So 4 Leute, aber es ist halt nicht so ein normales Quadruple-Date, sondern es ist halt so ein 4-on-1, 3-on-1. Nee, 4-on-1, nevermind, das war nicht. We're
Farina lives. Okay, So auf I'll go Harem-Basis. knock on the door. Warte, was? Frida lebt hier? Ethers Harem. Aber wirklich? Bitte was? Before Afternoon Tea. Who are you? Okay, der Blick ist gut. Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Hast du Farina Story Quest nett gemacht? Oh nee, habe ich noch nicht. Mir fehlt noch eine Menge. Das ist unfassbar, wie. Also ich habe gar keine Story Quests in diesem Game gemacht. Zumindest fast keine, die nicht irgendwie pflichtenmäßig zu machen sind, damit du die Quest progressen kannst. Die Main Quest. Nee, also ich wusste nicht, dass sie hier lebt. Das ist schon lustig. Dass sie so random hier lebt. Ja, fuck it. Ist egal. Ich glaube, jetzt habe ich ein paar wichtige Infos geskippt, aber das passt schon, Trust. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind you? And who's this? I'm Chiori. Ah, the one from Chioria Boutique. Warte, Hello, ist hello. Frida so viel kleiner als Chiori? So, what are you all ist einfach nur doing der here? Winkel gewesen. Do you Ja, sie need ist aber schon something? klein. Did you just What? get up, Farina? It's already past noon, you know. Hey, Sakobi can relate. Try to be nice, remember. Huh? Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. Was? Was? Sie hat einfach so Farina seitlich hergezogen und die ist einfach, ah ja gut, okay, das macht Sinn. Einfach so über den Boden geslidet. Ich fasse es auch. Was ist das? Was ist das hier für ein Moment? Die steht hier so, Paimon steht so, der Traveler schaut, keine Ahnung was, und der betet die irgendwie an. Digga, what the fuck? Was ist das? No. I was just up late last night reading some novels. Oh, What sie does hat den sleeping in Raiden have to do with Shogun the Move weather? gemacht. This is a small gift we've prepared for Nah, you, Lady couldn't be Farina. me. We hope you like it. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. Oh, is this Fontinalia mousse? It's one of my favorites. That's great! So, actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Oh, but didn't you just say that you're a director? Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Farina. Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? Yep, we sure are. Paimon's the clapper loader and he's the camera operator. Camera operator? That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of the film. Are you really up to it? Surely habe ich Erfahrung. No, I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. Ja, fuck, das habe ich auch noch nie. Maybe you can come up with a test for the Traveler and see for yourself. If he can satisfy you with his camera skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say? Oh, mir fällt jetzt erst auf, dass sie hier solche komischen Teile hat. Am Ende ihrer Ärmel jeweils und hier noch einmal. So Teile, die nach oben gehen. Das fällt mir jetzt erst auf, das sieht irgendwie voll komisch aus. Und das so alles komplett so irgendwie nicht flach ist, sondern so rausstülpt, so zackig ist und eckig. Wie ist mir das jetzt erst nach über 2 Jahren aufgefallen? What the fuck? You sure are getting better at rolling Ach, with und the hier auch situation, noch und da unten auch noch. Oh, I do wish to see Oh. how skilled the Traveler really is with a camera. Ja, das ist lustig. All right. How about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standards. Okay. Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. I'll make my decision after seeing your work. Frida im Englischen hat so eine Nerd-Voice, so Action!
Actually, that can be pretty technical job. Actually. Noch mit S. Actually mit K und ein SCH. Und ohne A. Ja, sehe ich so halb. Are you ready? I have high standards, you know. Yes, I'm ready. Okay, grab the camera and I'll give you a scenario. Estelle is the boss of... What? Beaumont workshop and has always been proud of her forging machine, as it can not only process control strength of temperature, but also takes no effort from the blacksmith. Let us film a promotional video for her workshop. Remember to emphasize the superiority of her forging machine. Start shooting. Okay, wow, das ist... Ja, das kann man sich irgendwie denken. Freener Werbeanzeigen und Co. Aber wirklich. Das müssen sie so machen mit Sachen in Real Life, sodass die Community das macht für Primus. Und das heißt, die Community macht dann sowas, sie können dann den besten Werbespot raussuchen, den verkaufen, machen dadurch Geld, das heißt, sie machen dadurch Bank und die Genshin Community ist zufrieden, weil sie Primus bekommt. Ist ja doch so voll schlau. So, sie abusen einfach die Community und machen dadurch Geld, indem sie Werbespots drehen lassen. Nicht die Community. Und den dann weiterverkaufen. Trust. Warte, was ist hier? View Script. Ah, okay. Emphasize the superiority of a forging machine. Ich denke mal, das hier macht Sinn. Ach so, hold up a sec. Hier links steht irgendwas. You need to see that shows of the... Ja gut, hier, das macht Sinn. You need to see that shows of the forging machine at work. Ich glaube, das ist das richtige Bild. Nein. You need to see that shows of the... Da steht immer das gleiche, okay, gut. Atmosphere as Estelle works relaxed. Perfekt. You need to see that shows of the weapons arranged in... Ja. Jo. Was? What the fuck? Ach so, ich habe das einfach... Ah ja, gut, wow. Na, warte, ich lese es gleich vor. The machine can precisely control the force applied and the temperature, making it perfect for doing exhausting and time-consuming work. Thanks to this machine, the owner of Beaumont Workshop Estelle can comfortably enjoy each day at work. But worry not, for the weapons produced by Beaumont Workshop are of outstanding quality with exquisite craftsmanship and keen... Ah, fuck. If weapons are what you want, look no further than Beaumont. Trust, bro. Oh, it appears that you have more skill than I thought. Ja, nee, also die Fotos, die waren auch wirklich schwer auszusuchen. Ich muss schon sagen, ich bin einfach ein Profi darin. Connection to the characters and their lines. Ja, so what's the verdict? Yeah! Does that mean you agree to be our director, Farina? Was, wenn ich alles falsch gemacht I would hätte? agree, just like that. After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again, you know. Was? Was für The Little What the fuck? Ist das Part ihrer Story Quest? Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Ah, fuck In it. fact, I've already had several troops approach me for the Fontanalia Film Festival. Unfortunately, the scripts were all pretty boring and didn't pique my interest. If others were to find out I agreed to work with you so easily, then, well... Hey, but didn't we have a deal? What else do we need to do to convince you, Farina? Well, what about the pay? Ja, du willst einfach nur Süßigkeiten. You know, how much you're willing to pay me to be the director?
The pay is also an important factor for me to consider, you know. Well, I can offer you this much? What? That's all? If Nervylat were to hear of this, he could charge you with underpaying for labor. Was? I'm sorry, Geil. but our crew is in a Das ist tight schon financial lustig. spot at the moment. I see. Neverlet could charge you. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Fuck. Our script is an adaptation of The Two Musketeers. Wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1 bestseller? Oh, so Farina's read it too. Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that strike a chord with the populace. It all makes Ja. sense now. You must have used most of the budget to pay for the copyright. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free once he heard that I wanted to make a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand What the fuck is is this? well worth it. So, are you a big fan of this story, Farina? Well, it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading it before, I always felt like some things were left on a rather unsatisfactory note. I have high standards, you know. Ahem, Mr. Xavier. If, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much freedom would I have in terms of script revisions and creative interpretation? Achso, mir fällt jetzt erst auf, das war übrigens bis jetzt ja nur ein einziger Dialog fast, oder? Warte. Ah nee, es war nicht ein einziger, aber es war... nee, warte, ja, okay, gut, es waren schon viele unterschiedliche Dialoge, aber heilige Scheiße, es sind wirklich lange Dialoge, in denen du nichts machst, außer vielleicht einmal alle 3 Minuten eine Antwort hier rechts anzuklicken, die sowieso zum gleichen Ergebnis führen würde. Oh! Das war einmal diese as Cutscene da. much freedom as Das you would Cutscene, need. das, was man da I wollte. wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. Good. Kant würde dich Then dafür... I'm free to alter the Scolding. script as I see fit. Absolutely, no problem. Oh, Kant würde dich so dafür schändigen, das ist unfassbar. We're counting on you, Director Farina. All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. So, you agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves. A great script calls for a great director. Was hat er überhaupt I gesagt, wie mustn't viel er let hier a payen perfectly würde? good story be ruined due to lack of funds. If you have fine cheese and bread, you wouldn't just let it sit on the counter and get moldy just because you lack an oven, right? Thank you, Farina. Oh, Hydro Archon above! I'm not dreaming, am I? Somebody pinch me. There's Schlag dich no gleich. more Hydro Archon, you know. And it's still a little early to celebrate. There's a lot that goes into shooting a film. Although the trickiest tasks of finalizing the script and casting the actors have already been taken care of, we'll still need to reserve filming locations. Not to say set up lighting and props. And by the way, since we'll be filming The Two Musketeers, we'll need to find an action choreographer. Ideally, a professional who has actual experience with muskets. Ja, Yes, das I've thought wird- about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. Ja, eventuell der Charakter, der die ganze Zeit im Hintergrund in der ersten Szene stand. Also was heißt erste Szene? In der ersten Voice dahin, im ersten Dialog. Die ganze Zeit hinter Xavier stand. Namens Chefres. Me? Surely. If this was before, I could have simply asked Florand. But it's already been some time since I last talked to her. Navia can also use firearms.
But unfortunately, her style is quite different from that of the characters in the story. Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the Special Patrol's Musketeers? What? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I don't have any connection with them at all. Schade. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. Oh, holy shit, mir fällt jetzt erst auf, was ist das denn? Sie machen hier sogar, also wenn man genau hinschaut, ist hier eine Wangenerrötung mit einem hellen Punkt, also leicht helleren Punkt in der Mitte, so dass es ein bisschen shiny erscheinen soll. Wenn man nicht genau hinschaut, bemerkt man es nicht direkt, aber es gibt trotzdem den Effekt ab. Scheiße, Bro, Digga, das ist ja so ein Promote. So ein heimlicher Character-Promote. Aber okay, No warum need to auch go nicht. to all that trouble. I know their Captain mein- Chevres. Ich meine zum Beispiel, bei ihr sieht man gar nichts. Oder? Bei ihr ist nichts, genau. Ja, actually, keine Ahnung, warum das genauso ist. Wahrscheinlich um Farina süßer aussehen zu lassen oder so. Oh, you do? Wait, Chiori, how do Wenn es bei Chiori jetzt nicht der Fall sein soll unbedingt. Beziehungsweise es soll nicht sozusagen dieses typische, diese Art von süß sein oder so ein Scheiß. Es gibt ja sozusagen noch unterschiedliche Arten davon, so, ach, egal. Dass man sozusagen unterschiedliche Archetypes von Charakteren hat. No particular reason. Bei dem Running einen a feedet business es halt means mehr dealing zu with some Farina rein, trouble hier from würde time to es time, and she's dagegen, helped me out on a few occasions. dagegen feeden. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly. So, we've gotten to know each other over time. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle a situation? Macht Sinn. Your work is becoming more and more mysterious. It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that. What do you all think about asking the captain to be our musket action choreographer? She sounds professional enough. She is a captain after all. I have no objections. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Do you think she'd really have time to help with shooting a film? And then there's the issue of pay. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan later. Macaroni's on sale No today. problem. Das wäre so ein One-Punch-Man-Move. Having Farina join feels like a big Oder boost to our Saitama-Move, team. sollte man vielleicht eher sagen, aber trotzdem. Of course. Just wait until the day of our premiere. You'll witness the true power of my name in these lands. You'll be so glad I agreed to help. I can guarantee that even the standing tickets will be sold out. Okay. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Seems like you're finally getting more comfortable with your own reputation now. I didn't ask for the Clapper Loader's commentary, Paimon. I can't wait to see our film's premiere. Then let's get going. I happen to know where Chevres is today. Ah, By the way, Am I'm Pommes fressen. curious. If my pay is so low, then what about our two lead actors? Didn't they travel here die all the kriegen gar way from nichts. Inazuma? Lol. Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. What? So is every person in Tevat who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some good exposure. Wow. Seems the gods Keiner have kriegt really Geld. smiled upon you, Xavier. Schade. And that certainly doesn't include me, mind you. The Gods. Ja, aber sie ist doch theoretisch gar kein Gott. Ja, was macht die? Besides the macaroni, I should also pick up some tomato sauce. Was? Wow. Ich klau dir dein Buch The Two Musketeers, by the way. Das ist jetzt meins. Oh, ach so, sie lebt ja wirklich direkt neben dem scheiß Workshop. Ha. 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 Ha.
Ja, okay, gut, das reicht. Reicht doch. Oh, scheiße, ich bin ja noch nicht mal... Kacke, Mann. Da muss ich ja mal geben, ne? Es gibt 5 Parts. Ich bin nicht mal mit dem ersten fertig und es ist schon eine Stunde um. Scheiße, Bro. Die Quest ist ja viel zu lang. Oh, no. Ja, genau, hier ist der Schiffriss die ganze Zeit schon gewesen. Alright, this is the place. But where's the captain? There's hardly anyone around. Ja, wer ist wohl nur überdetailliert für einen random NPC, der random auf der Straße stehen kann? Und wer sieht aus wie ein überdetaillierter Charakter, der hier steht und vielleicht eine Vision trägt und sehr, sehr, sagen wir mal, interessant und symmetrisch gekleidet ist? Wer ist es nur? The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Scheiße, Mann. Damn. Oh, her! Paimon could tell there was something different about her. Ja, sie sieht komplett anders aus. Kinda intimidating. Ja, sie... Also... Das ist das gleiche wie in Demon Slayer. Moment mal. Das ist ein bisschen so wie dieses Demon Slayer in 6 Minutes. Warte, es ist in 8 Minutes. Ich will mal kurz was. This video Na, fuck it. is sponsored by... Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass man so schaut, so, Ist es direkt... Ist es überhaupt dieses Video? Moment. Nee, actually ist es nicht das Video. Ist egal, nevermind. Ich kenne auf jeden Fall ein anderes Video, da sagt sie jemand, wer könnten nur die 3 oder 4 Main Characters sein? Du hast jetzt einmal, du hast die ganzen graurobigen und dann hast du einen lila-robigen, einen blaurobigen, einen gelbrobigen und einen, was weiß ich, was gab's noch? Vielleicht einen schwarzrobigen oder so ein Scheiß. So. Oder was? Lila? Egal. So, wer sind nur die 4 wichtigen Charaktere? Vielleicht finde ich hier gerade ein Bild. Ah, ja, ich habe eins gefunden. Wer sind nur die... Ist genau das Gleiche. Wer sind die wichtigen Charaktere? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, die hier sehen schon alle gleich wichtig aus. Also, Zenitsu, kein Plan, Bro. Der könnte ja richtig irrelevant sein. Kanae. Oh, scheiße, Mann. Nee, ich glaube, die ist auch nicht wichtig. Tanjiro? Na, Bro. Ah, ne, warte, es gibt hier sogar nur 3 Charaktere, bei denen man direkt das sieht. Ich glaube, Dings... Ah doch, nee, warte, gehen ja auch noch, theoretisch. Okay, der ist ein bisschen... Der ist nicht so ganz offensichtlich, aber auch er hat einen komplett anderen Stil, wenn man es sich genau anschaut. Wer sind nur die Main Character? Wer ist nur hier der Main Character? Oder der Wichtige? Das ist jetzt irgendwie richtig schwer zu entziffern. Also der Verkäufer könnte es ja auch sein. Oder der hier? Wer weiß. Das sehen ja alle so... Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Steht sie eigentlich auch dort, wenn du nicht, wenn du noch nicht in diesem Dialog bist und einfach nur theoretisch dort entlang gehen würdest? But isn't she just standing there and reading a novel? Just trust me. Trust me, bro. Alright, let's see what happens then. Shiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even more so in the competitive world of fashion. Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges. So I can only imagine what Shiori has been through to get where she is today. I'm sure that having more connections has definitely worked in her favor. Reading on the job? Detective novel.
One main character? No. Multiple. Branching storylines. I see. Okay, interessante How's Stimme the von plot coming Shiftless. along? Wobei, es One of passt the auch. main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the wrong choice. Any way to speed things up? There's something I need your help with. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Ja, Bro, du liest eine Which fucking is Novel. exactly why I'm here to help. Oder. Hä? Was machen die zwei? Alright. It appears he made the wrong choice in the Achso, end. es geht nicht um die Novel. Ja, sie reden um die zwei. Huh? What's going on? Surely. Hand over whatever you're holding. Ja, okay, sie steht so mit dem It's Rücken, just so a wie ein book. Main I Character. didn't Ja, buy okay, sie anything ist auch else. einer von denen hier. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything. But I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know. Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. I am Chevres, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. Ja, sie ist I will bestimmt say überhaupt this nicht one aus last dem time. Charakter. Hand over whatever you're holding at once. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. AK, sie But kann eine Rifle please let me rausziehen. say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. I don't have anything to do with Oh it. no. Trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save Schade. it for the interrogation room. Take them away, Letelier. Domi, Mami. Was? Ich habe den Begriff erst heute durch Brad Boys gelernt. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass Chevres so auf... So, ja, okay, gut, eigentlich macht's schon Sinn. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so ein bisschen... dass sie so als dominanter Charakter besonders hervortritt, aber okay. Okay. Keine Ahnung, wie ich mir das nicht gedacht habe, aber ja, gut. Eigentlich hat sie basically die gleiche Rolle wie Kujo Sara oder so. No? Ja, fuck it. And Egal. who are... Ist fein. Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Maybe I can let you in on what's happening then. Now that Vache has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synths still circulating on the market. Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Ja, Oh, so allerletzte. you're pretending to read a book in order to catch the bad guys. Oh, Paimon almost forgot to introduce ourselves. Paimon is Paimon, and this is the Traveler and Xavier. Hey, I'm Chevres. You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. Why didn't you just arrest them immediately? Yeah, why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't accurate? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, then I wouldn't have had to press charges on him. He had the whole day to turn the synth over to Chevres. But instead, the moment I came up and blocked Chevres' line of sight, he took the opportunity to sell it off. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. But you knew they wouldn't make the right choice. Ja, es ist aber so ein bisschen wie Alkohol in dem Fall, nur weil Synth, haben sie ja beschrieben, es hat ähnliche Effekte wie Alkohol. Das heißt, sie wollen basically Alkohol in dem Land bannen. Ich weiß nicht, Bro. Es klingt sowieso ein bisschen sus. So, natürlich, Synth in der Story hat eine interessante Story gehabt. Eine interessante Rolle eingenommen. Aber, Bro, das ist also, wenn du Alkohol bannen würdest und dann sagst so, leichter Alkohol ist auch verboten jetzt. Und lol, tja, jetzt wirst du halt für Alkohol verkauft und Alkohol sowohl für den Verkauf als auch für den Ankauf verhaftet. Okay, fair, seems fair. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Enough about that, though. What did you want to ask me about? Oh, you see, it's like this.
The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. I want the actor's posture and understanding of firearms to be as realistic as possible. Ja, das wird in Filmen häufig nicht gemacht, aber okay. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're filming. Also, as for the pay... No need to say any more. I'll join. Huh? Just like that? Really? You're willing to help us with our humble film project? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my plate for the moment. Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Then we've got a deal? Yes, I'll see you on set tomorrow. Oh my! I can hardly believe it! I should tell Lady Farina immediately. Oh, and I must tell the prop manager and lighting technician to get everything ready. We start filming tomorrow! Bro ist so am Calm down, Schreien. Xavier. The film is going to take more than just a day to finish. Still, I should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Alright, guess that's it for today then. Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have something to tell you. Then I'll take Xavier Was? back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I don't want to spend our first day fishing our producer out of the fountain. Das wäre schon lustig. See you tomorrow. I think Xavier would probably be able to hold himself together. He'd better. Okay, jetzt noch One-on-One-Talk mit Schilfriss. Bro, wohin bist du verschwunden? What the fuck? Hi. So what did you want to tell us, Chevres? Have you read The Two Musketeers? I haven't read it yet. The story is about a pair of children born into the household of a baron, and their struggle to survive together and take revenge for their mother. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid. The two were illegitimate children that the baron had with the maid, so they were never treated well by anyone. Es wird gut extra das Geschlecht verschleiert, indem man so sagt they als die zwei Leute. Anstelle, dass sagst du he oder she sagen musst. Sagst einfach die beiden. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the Baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the Baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice. The two siblings decided to flee and someday avenge their mother. Many years later, members of the Baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies, being the flower that the kid's mother liked best. The Baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him, so he lived in fear each day. But it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive and trained day and night, eventually becoming adept musketeers. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on the Baron. Their actions let the truth behind their mother's death be known to all. That's quite an exhilarating story. Yep, the Baron got what he deserved for his evil deeds, and justice was able to prevail. It was just the kind of story I enjoy. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevres? Ah, Moment, warte, was? Ich hab nicht alles mitbekommen. Ach, ist egal. You could say it was one of the reasons. Oh, you mean there were other reasons too? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis, you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. Okay. Wait, so what you're implying is there's a case that you need our help with? Yes, you're as sharp as I expected. It seems you've experienced many similar situations before. There's been a recent murder case involving Muskets. The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. Huh? Really? But Paimon didn't
didn't see anything about that in today's papers. The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public because the investigation is currently at a standstill. The murderer is extremely cautious. A murder involving firearms? But not that many people use those in Fontaine, right? Could it be someone from your platoon? Impossible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would stick out like a sore thumb. Besides, I trust the members of my platoon. However... Well, that's all I can disclose about the case today. Huh? What do you mean? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with me. I'm aware this might not be the ideal time to add more to your plate, but the more capable people we have, the better the chances that justice will prevail. Can someone from the Special Patrol help you investigate? Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators. Finding them is really up to the Marechaussee Phantom. You could say I'm taking part in the investigation out of personal interest. I don't want people to see Muskets in a negative way, and also, I'm concerned about the similarity between the crimes and the story. You mean, they might be connected somehow? I suspect so. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request, nothing more. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me, then I would be most grateful. Ich nehme mal, das ist ein Du musst zustimmen. What do you think, Traveler? It's already been quite a day. Let's give it some thought tomorrow. Yeah, you're right. Paimon getting a little tired too. We've really been hustling all day. You'd better head back and get some rest. It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. Damn. 1 Stunde 17 Minuten für den ersten Part. Das hat insane lange gedauert. Oh no. Next day, oder? Oh Mann. Na, Bro, das dauert lang. Ich glaube, ich hole mir auch kurz was zu trinken. Ich gehe auch kurz auf Toilette. Das war eine lange Zeit gerade. Okay, mit lange Zeit meine ich eigentlich eine lange Quest. Aber ja, fuck it. Man weiß genau, was ich meine. It's finally time to meet up with everyone. Paimon even dreamt of making the film last night. If Paimon remembers right, we're meeting at Hotel de Boer. Let's get going. Okay. Mit Last Night meinst du auf den Treppenstufen, auf denen wir für 12 Stunden standen? Ayaka, you're already here. Also Ingame-Stunden. Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to yesterday? After we split up, Ayato went to see Udex Nervillette at the Palais Mermonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. He told me to go see the sights around Fontaine and to enjoy the local culture. So I rode the aquabus with Yoimiya and visited the opera house on Aranias Island. Ah, und dann passt auch ihr Outfit zu den anderen Leuten hier in Fontaine. Ja. Yeah, you wouldn't believe what we saw there. 2 mechanical puppets that were dancing together. You've already seen them, right? The Dirge of Coppelia and the Nemesis of Coppelius. Warte, Coppelia ist Coppelia... Coppelia ist die aggressive, ne? Und Coppelius? Coppelius ist Nemesis, der ist doch sogar der leichtere eigentlich. Yeah, those two. Amazing, aren't they? We sat and watched for quite a while. It was mesmerizing. Like we could keep watching them forever. Oh, it was the same for us the first time we saw them too. Was? Seit wann das denn? Afterwards, we went swimming at the beach. Well, diving to be exact. It was the first time I ever breathed underwater. I held Water Ayaka's breathing. hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. Absolut keine grafische Beschreibung. At first, I didn't dare to open my mouth.
But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out the water wasn't as salty as I imagined. It didn't really taste like anything at all. Ich muss halt sagen, es gibt auch einfach eine andere Möglichkeit, wie du es auch hättest machen können. Du hättest ganz einfach dir eine Water Breathing Potion selbst brauen können, indem du einfach einen Pufferfisch, indem du einfach erst eine Netherwarts gemacht hättest und dann noch einen Pufferfisch reingemacht hättest. Der hättest doch in Inazuma tauchen können und unter Wasser atmen können. Ne? Das ist ganz einfach, actually, so. No offense, aber what the fuck. Ach nee, das war so ein schlechter Witz, ich weiß. Ja, Before fuck I it. knew it, I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. She got used to everything way faster than I did. I knew that the Traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. Ah, okay. That helped me feel at ease as soon as we dove in. The underwater world in Fontaine truly is beautiful. I love seeing the Romaritime flowers blossoming underwater, like little candles lighting up the streets at night. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen in Inazuma. Like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call when they see people. Ooh. Oh, you mean hunters' rays and blubber beasts. I just love the name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear about this. They probably won't believe a word I say. Aber hold up a sec, ne? Moment. Japanische Korallenriff, ich weiß, aber hold up. Yoimiya was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aquabus back to the city. I figured she'd want to sleep in today. Aber es gibt doch in Japan sogar Korallenriffe, no? Okay, es gibt Great Barrier Reef. Ich weiß nicht, gibt es japanische Korallenriffe? Ich bin mir halt nicht sicher. Aber ich denke, ja okay, es stirbt, aber eigentlich gibt es doch eins. Das heißt, es sollte es auch in Inazuma geben. Das heißt, wenn sie so überrascht sind von so Korallen... Okay, das war jetzt kein Korallenriff, aber ein Korallenriff ist ja meistens das, was am meisten, sagen wir mal, so artenreich ist. Das heißt, so sozusagen dieses ähnliche Zeug sollte es rein theoretisch auch in Inazuma geben. Okay, es gibt's auch. Ja, fuck it. Egal, sozusagen so vom Prinzip her an und für sich sollte das nichts Neues sein. Yeah, even I was worried that I wouldn't be able to get up. I still felt like I was drifting in Oder the nichts waves allzu when we went Neues to sleep zumindest. last night. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film together, and I was ready to go. Speaking of the film, where's everybody else? My brother and Xavier were speaking to the restaurant owner about using the place as a filming location. They should be here soon. Irgendwie ein bisschen schlecht, dass er As for das the jetzt others, erst they- fragt, wo man filmen darf. We're here. Please excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. Ah ja, klar. Normal, ich jogge jeden Morgen auch mal 10 Kilometer. Warum auch nicht? Das sind sogar theoretisch ein bisschen weniger oder mehr. Nee, ich glaube ein bisschen weniger. Actually, never mind. I mean, was wenn ich hier 10 eingebe? Ah ne, warte, hier 10. Ah ja, gut, okay, never mind. 10 Kilometer sind mehr als 6 Meilen. Fuck it, ist egal, ungefähr, passt. Natürlich. Mir ist aufgefallen, hier sind nur Frauen im Cast. Also literally, also fast nur Frauen. Zugeben, es gibt Ayato, aber ansonsten. Und Xavier und der Main Traveler ist auch halt optional. Xavier ist sowieso nur der Spaß, der die ganze Zeit Panik schiebt. Und Ayato ist sowieso die ganze Zeit nur weg. Gefühlt. Und macht gar nichts. Entweder ist im Hintergrund und macht fast gar nichts oder er ist weg. Sonst hast du fucking Chevres, Chiori, Ayaka, Yoimiya, Wait, 6 Furina. miles? I'm so tired. I Ja, heard you all Ethers Harem chatting, wird so I einfach, decided to come down. wird expanded. I sure could use some of that endless energy everyone else has. Good morning, everyone. Morning. Can someone fetch me a cup of coffee? More milk, hold the sugar. Sure, I'd be happy to do that for you. No, you can't go anywhere. Please,
Have a seat over here so I can get started on your makeup. Ugh, the last thing I want is coffee stains on my costumes. I can get the coffee. It's the perfect job for an assistant. Warte, das ist schon das Kostüm? Ah, das hat sie doch auch schon davor gehabt. Ach nee, das war schon von Shiori, oder was? So much Boah, keine Ahnung. energy. Seriously, what's her secret? Sie sei einfach keine 500 Jahre alte Oma, lol. Sondern mal zwischen... Ne, ist nicht irgendwie 18 oder sowas, oder sogar 17. It's because you're not used to waking up so early, huh? Ja. Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. Wow. Ah. Paimon didn't expect you to be so thorough. Aber ganz kurz. Das ist auch ein gutes Alter. Yoimiya Young Woman. Was zum Fick heißt Young Woman? Das ist... Okay, cool. Wow. Moment, ich suche mal kurz raus, ob man hier irgendwas hat. Diese Website ist eine meiner... was für meiner? Ist die ich auf jeden Fall kenne. Die recht gut ist mit den Informationen. Also, bei denen alle Informationen stehen, aber du hast halt keinen Plan, ob sie stimmen. Unbedingt, aber eigentlich sollten sie stimmen, größtenteils. Hier immer Yoimiya ist so 17 oder älter. Sie ist scheinbar nicht 17, okay. Ist die 21 oder so? Warte. Egal. Ich gehe einfach zur Main-Tabelle. Y ist ganz unten, ne? 1921. Okay, nee, nevermind, das passt. Aber close enough bin ich. Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. I know how to get serious when the situation calls for it. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Here's your coffee, Director Farina. Darf man den Kaffee auch von oben sehen? Thank you. The sound yeah, of wow. being called Okay. director and the aroma of coffee feels almost as refreshing as hearing the birds chirping in the morning. Ah, it seems everyone has managed to arrive on time. We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. Really? That's great! He is really looking forward to our film and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest to you. Okay, thanks. First, I'd like to introduce our new members. This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all the film's props and items. And this is Bonneau, our lighting technician. He'll be in charge of lighting and illumination to set up each scene's atmosphere. Wow. Sure feels like we have some real professionals joining the crew now. First of all, please allow me to first express my sincerest gratitude to everyone in the crew. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the coffin for this film. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart. Ja, ja. No need to Fertig be mit so den cordial, Pleasantries. Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Ja, das sagen immer irgendwelche großen Leute beim Reden und am Ende merkt sich kein Schwanz in 20 Jahren. I can't bear to even imagine what this film would look like without the very best director. Er spricht von sich Anyway, selbst. I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that everything goes as smoothly as possible. This is not just my film. It also embodies the thoughts and feelings of every person here, as well as the endless effort we are about to pour into it. Etwas, was man in 4 Stunden klären kann. So, Okay. without further ado, the two Musketeers will officially begin filming now! Ja, Digga, du musst nicht schreien. You may take it from here, Director Farina. All right. Listen up, everyone.
The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Our lead actors can go get their makeup done, and extras, please take this time to go over your positions. Whoa. Seems Farina's really kicking things into gear as the director. Is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Okay. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of Ja, waves. ja, wow. Nee, weißt du, ich hätte jetzt gedacht, du meinst es die Leute Seems töten. like she's still a bit traumatized by that. Anyway, let's go see if there's anything we can do to help. Oh Gott, es startet erst jetzt. Der zweite Akt. Von 5. Chiori. Ayaka has mentioned you to me before. She said that you two were great friends when you were kids. No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To help me really look the part. Ja, und wer ist To der achieve a Barot? more young and naive look for this scene. Are Schade. you saying the wrinkles around my eyes are too deep? You just have too much of a calculating look in your eyes. Ja, Digga, sure don't mince er your hat words. so einen gottverdammten... Seems you really haven't changed Er hat much. so einen berechnenden Blick. Er hat so berechnet, dass wenn er kommt auf den Bann, auf dem ich ihn am wenigsten haben will, dass er mir damit mein komplettes Pulling, meine kompletten Ersparnisse für Nahida komplett ruiniert. Das hat er herausgeplant. Das hat er wirklich so herausgerechnet. War so, wann tut es richtig weh, dich zu zerstören? Wann tut es so richtig weh? Wie ist es besonders schlimm? Oh ja, ich weiß. Und dann hat er es auf mir abgezogen. Ja, du Hurensohn, Ayato. Quiet. Okay, jetzt. Mit denen soll ich nicht reden. Okay, das macht Sinn. Nicht. Was macht sie? Sie schaut sich einfach nur das an. Here. A little more to the left. You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. It's interesting to imagine what kind of atmosphere the lights will create. I heard that the Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader, right? Those roles are just perfect for the two of you. Really? Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clapperboard while flying? Well, sure, there's that, but that's not exactly what I meant. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond and just naturally know how to work with each other. Nee, nicht wirklich. If I'm not mistaken, the director will want the cameras rolling as soon as the clapperboard goes clack. Actually start rolling before that. The clapperboard just gets edited out in post-production. Oh, I see. It's amazing to see the magic behind filmmaking. Yoimiya, we need lights over there too. Oh, on it! I've got to get back to work. Chat with you later. Oh, it's exciting to see so many people working together to bring the... Ja, ist fein. Seems like Yoimiya's really getting into it. But she was right. We do have a super close bond. Nein. Wir müssen es halt immer nochmal extra betonen. So muss wirklich nicht sein, Bro. So, this is a real musket? No, it's just a prop weapon. Not bad. Have you seen a real musket before? Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference images. When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real gun being fired. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right. The sound effects for gunshots will also be added in post-production. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic.
Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well maintained. Good point. You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of firearms on a regular basis? Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like we as people need to eat and sleep, muskets need to be cleaned and maintained. I also perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Yes, this way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Oh, sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon, or whether you're holding it or it's on the table. This holds for any time when you're not actively engaging an enemy. Okay, understood. When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder, and use your eye to look down the weapon's sights. Like this? Not bad. Now, try saying your lines. Just by the way. This is the end of the road for you. Good. Now turn your body a little. That way, you'll give your enemy less of a target to work with. And relax your shoulders. Here, allow me to demonstrate. This is the end of the road for you. Huh. Excuse me, Miss Chiori. Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? Yes, much better. What do you think? I do see your point. But are you sure you wish to do this? I believe it would be most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. Und um was geht's? Miss Ayaka, Miss Chevres, could the two of you please come over here? Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Let's go see. What is it? I have a question for you, Miss Chevres. Would you be willing to play the role of a musketeer? What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevres. Ach so, er hätte eigentlich ein Musketier werden sollen. Oh. Don't worry, Ayaka. Oh, seit wann sagt sie, er steht zu ihm Bruder? I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Mermonia. I would like to have some conversations about the cultural exchange between our two countries, and I've heard that the bureaucratic process here can get rather complicated. Now, I will be able to focus on my work. Besides, you also know that I'm not really one for public performances. Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very well. But if we were to change the siblings to two sisters of a similar age, then that aspect of the story might come through more clearly. Ach so, by the way, wie alt ist eigentlich Ayato? You instructing Ayaka. That cold and dignified personality is exactly what we need for the older musketeer. Of course, even with all these insights, the decision should still be made by Miss Chevres. Chevres mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. But she will still have to prioritize her work. All right, I'll take the role. Good. It's decided then. Ayato's I'll get 24. started on making edits to the script. We'll also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. You're doing a great favor for me, Miss Chevres. You have my gratitude. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should be the one thanking you. Well,
since my brother is the one who brought up the idea, I suppose there's no need to worry. Let's go, Miss Chevres. I look forward to working with you. Please, just call me Chevres. Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by a desire to spend more time on formal business. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out. Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world, just like the Traveler. But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. I would like to give her some space. Alright, go on. Spoil her some more. Ayato! It's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. This is the punishment you deserve. This is just... Ja, trust. Bestimmt. No need to poke fun at me. I'd wager that you also felt that I wasn't the best candidate for the role. Ich wusste nicht mal, dass das überhaupt werden sollte. It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. So are you going to go back to work now? Yes. I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. Now, I will have some more time to prepare. Traveler, get the camera ready. Paimon, get the clapperboard. Actors, to your positions. We're about to start shooting the first scene. Okay. Go on now. And please take good care of Ayaka. Yep, don't worry. You can count on us. Thank you. I look forward to seeing the film when it's finished. Okay. All right. Now that we're all here, let me help set the scene for everyone. The first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. They've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why. We want to capture how naive and innocent they are despite their pain. Chevres will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Silence on the set! Lights, camera, action! Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip, I'm home. Die Maid soll die Mutter sein? Okay, wollen wir nicht. Zoom out for wide shot. Mother! You were out for so long. We were beginning to worry about you. Ach, man kann zumindest frei wählen, wie die Kamera geschossen I'm wird. sorry, Ja, gut. but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat. Apple turnovers. Mother, what are those bruises on your hand? Zoom in voll close-up on the mother, zoom in voll close-up on Tulip. Sollen wir das nicht auf die Mutter machen? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Focus on general surrounding, focus on Iris. Keine Ahnung. We've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us names. They said we were... Shh. It's all right. Don't worry. Girls, listen to me. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful Iris ist eine flowers. Blume? Maybe your time to blossom hasn't quite come yet. But one day, you two will bloom more beautifully than anything else. Wusste ich gar nicht. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! Was ist der andere Name nochmal?
not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. geht ein bisschen Also, schnell. if our clapper loader could avoid shouting at the start of the scene next time. Oh, got it. Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you, Chevros? I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. You should have more confidence. Thank you for your encouragement. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more camera angles. Okay. This scene Also is when nächste our Szene. two characters return home, only to discover their mother has been murdered. Ready? Lights! Camera! Action! Go! Okay. Ja. Mother, we're back. Wie heißt die andere jetzt nochmal? Mother? Achso, Tulip. Ja, gut. What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! Mother... She's... There's poison in this cup. Bro, wie kannst du das sehen? What the fuck? I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't even try to cover up their actions. Oh, fake weinen. Let's go. Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Be better. So wie Thorfinn. Come on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. Alright. Warte, war das eine Rainbow Goodbye, Mother. Rose? We'll eventually... Was ist das für eine Blume? Digga, das ist doch keine Rainbow Rose. Full Cap, Alter. Ist Selbstjustiz deiner Meinung nach verständlich? Verständlich, aber sollte man nicht wirklich immer durchführen. And were those real tears I saw? How did you do it? I was surprised too. Thank you for the kind compliments. Actually, as soon as Director Farina said action, I told myself not to think about anything. I just felt the weight of the moment and became the character. It's quite similar to practicing the art of the sword. You clear your mind and focus only on what's happening in front of you. Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? Pipe down, Surely. everyone! We need to move on to the next scene! Oder wie viele Szenen gibt's jetzt? Ah ja, gut, das wird geskippt. Besser ist es, Mann. Ich glaube, viel mehr hätte ich nicht ausgehalten. But Paimon wants to keep playing with the clapperboard. Halt die Fresse, Paimon. How do you feel, Traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? A little bit, but it was a lot of fun. Good work, you two. You too, Chevres. You were quite the actress today. I've read this novel many times before. I have a good grasp of my character's mindset. Anyway, do you remember my request from yesterday? Oh, right! We were having so much fun that Paimon nearly forgot! You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly?
In the story, the main characters grow up to become 2 musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they place a rainbow rose as a signal that they've returned. So you mean there were rainbow roses in your case too? Ach, lustigerweise, falls du überhaupt noch da bist gerade, Nick, das ist Selbstjustiz, die sie hier in dieser Geschichte ausführen. Naja, in der Geschichte von der Geschichte. in der Story gerade ist hier, machen sie einen Film und in diesem Film wird Selbstjustiz von denen ausgeführt. Theoretisch ist es ja Selbstjustiz, ne? Die Kinder töten einfach nur die Mörder von ihrer eigenen Mutter. Also ja, es ist theoretisch Selbstjustiz. Yes, that's correct. We found rainbow roses Absolut just like nicht in the novel. Thorfinn-like. Seems like you're connecting the dots now. Oh, that does sound pretty concerning. Especially after seeing the script today. Oh, now Paimon can't stop wondering what kind of ulterior motive the murderer might have. What do you think, Traveler? You're smart. Ja, Bro, what the fuck, woher soll ich das wissen? Halt die Fresse, Paimon. If we're only there to assist, then I think we can join the case. Ja, in Schweden haben ein paar Jugendliche einen Kindervergewaltiger im Walde aufgehangen. Thank you for your dedication to justice. There's no time to lose. Ich glaube, man sagt nicht aufgehängt, sondern aufgehangen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, keine Ahnung, actually. Vielleicht auch aufgehängt. Da bin ich mir nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Schade. Moment, ich schau kurz nach. Das will ich kurz wissen. Also hier mal schauen. Richtig ist aufgehängt. Oh, tatsächlich. Oh, da hast du recht, aber meint. Right now? But we just got done filming all day. Paimon's so tired. Ich sag halt, es ist verständlich, aber zugleich ist es trotzdem auch saubrutal. Ich meine, Gleiches mit Gleichem zu vergelten ist etwas, was Sinn macht. Eventuell. Also es ist das, was Sinn machen kann. Aber was auch Sinn machen kann, unter anderem, also es gibt viele Sachen, die Sinn machen können. Und nicht eins ist definitiv das Richtige, ist, dass du sozusagen nicht genau das Gleiche oder eine gleichwertige Strafe zurückgibst oder eine, bei der du das Leben nimmst. Zum Beispiel, wenn du Dings geschaut hast, eben, wie ich auch die ganze Zeit, wie ich auch hier schon zweimal gesagt habe, mit Thorfinn, wenn du Vinland Saga geschaut hast, Gleiches nicht immer mit Gleichem vergelten, auch nicht mit Gleichwertigem. Weil sonst kann es nicht so gut enden. Aber ja, gut zugegeben, Kindervergewaltiger, boah, das ist schon wirklich böse, da kann ich wirklich auch nicht mal mehr was sagen. The most valuable intel always comes after nightfall. They are like small, remote islands in the middle of the sea. If you don't stay vigilant, you will pass right by them in the fog. That's how one of my favorite books always puts it, at least. So, where are we going right now? Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. Ja gut, Digga. Da hätte ich mich... Ja, ne, ich kann mich noch nicht wirklich TPen. Beziehungsweise ich könnte schon, aber das dauert fast genauso lange, wenn ich einfach dorthin renne. Ha! Easy. Vogel getötet. Er hat überhaupt keine Ahnung, was mit ihm geschehen ist. Übrigens, Charlotte ist ja überhaupt nicht Part von der Story. Ja, und Dings habe ich gar nicht. Ja gut, aber meint ist dann auch egal. Livre, der war ja mal Part von einer anderen Event-Quest. Welcome to LeChaux's Clockwork Workshop. How can I help you? Hello. I'd like to know if anyone has purchased some special components lately. Special components? Sorry, could you be more specific? I mean the kind of components that aren't typically used for clockwork toys, but for firearms. Huh? For firearms? No, we don't sell those sort of things here. We don't do this misunderstand. I'm not here to cause any trouble. We don't do this here. You're merely investigating a case, and we're hoping that you could cooperate. Well, to be completely honest,
I'm not even sure what kind of components that would entail. Has anyone ever purchased components here as an individual rather than on behalf of an organization? We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all regular customers who buy in bulk on behalf of their organization. Is that so? I understand. Thank you for your cooperation. You're welcome. It's the least I can do. Okay, also. Was? Noch einen Shop müssen wir auschecken? Ah, das ist wahrscheinlich die direkt neben Ayaka ist. Ich meine nicht Ayaka, sondern Shrina. Die ist ja auch der erste... Die ist ja generell der erste Schmied, der nicht dieser Giga-Chat-Mann ist. Oh, hey, Chevris. Run out of oil for your musket again? Hello, Estelle. I want to know if anyone has come to your shop recently to order some firearm components. Oh, is this another case? Let me think. I don't think so. Some people have requested that I make some prop guns for the Fontanalia Film Festival, but I refused all of those requests. Oh? Why's that? Because there's no profit! I only make things here that can do some real heavy lifting. I don't have the energy to make some new molds just for the festival. Then has anybody come specifically looking for mechanical components? Well, I usually sell off my scrap to the Fleuve Cendre. I don't typically give them to one specific person. I understand. Thanks for your cooperation. Don't mention it. Always happy to have the Musketeers' patronage. Seems like we haven't found any leads to go off yet. Yeah, unfortunately. Alright, let's head to Fleuve Cendre next. Huh? Are you sure? People might not be so thrilled to see the captain of the special patrol there. Fuck it, deal with it. Huh? Then I guess you don't know. Huh? Know what? That Ist die I von grew dort? up in Fleuve Cendre. Ja, Digga, wer hätte es gedacht? Natürlich ist sie von dort. Wenn sie das fragt. Warte, Fleuve Cendre ist dieser kleine Platz hier unten? Oh. Warte, hier steht nicht mal Fleuve Cendre drüber. Ah, fuck it. Ich glaube, das war Fleuve Cendre, dieser kleine Part hier unten. Fleuve Cendre, ja. Beim Waypoint steht das. Fleuve Cendre Ferryman. The Pipe. Observe. What's all this? Some broken planks and barrels, as well as some liquor bottles? Yes, but have a closer look, Paimon. Even though somebody has purposefully tried to clean them up, these are obviously marks from musket bullets. In other words, someone was here trying to improve their shot. They were using the barrels and bottles for target practice. Could it have been the killer? Your guess is as good as mine. Although many people at Fleuve Cendre own guns, few hide the fact from others. And even fewer would go to such lengths to hide markings from practice shots. Anyway, let's go. There might be more to this. Ah, sehr gut. Auf Wasser laufen. Kann man hier überhaupt durch? Ja gut, man kann hier so durch. Kann ich das Wasser hier gefrieren? Nee, kann ich nicht. Ich gehe erstmal da nach oben. The fuck? Soll ich mit der reden? Ah ne, was? Was? How about Virgil? Das ist mir egal, aber ich krieg was von ihr, also sagt mal, rück raus. Wow, 4 Fisch. Damn. Hello, I'd like to ask some questions. I don't know anything. Don't worry, I'm not Okay, here to arrest schade. anybody. You say that now. It's the truth. Here, take this as my guarantee. Bitte, was gibst du ihr? Did Paimon just see what she thinks she saw? Is the captain of the
special patrol bribing a citizen? Ach so, was? Geil. Das Seems ist you're gut. different from the other guards. Sie ist der What do you Captain. want to know? Have you heard anything related to Muskets in Fleuve Cendre lately? Anything at all? Muskets, huh? All I know is that about 2 weeks ago, we started hearing some loud noises at night. So loud that it's been waking me up. Were they gunshots? Possibly. It's hard to tell around here. Someone's house collapsing, a pipe exploding somewhere. It's all the same. But the noises I'm talking about definitely happened after I fell asleep. Do you know where the noises were coming from? I don't remember clearly. Is it that you don't remember, or that you need to think about it some more? You tell me. Then please. Ja, klar. Think about it some more. She's giving her even more, Mora. I didn't see anything. Maybe she's just giving out some paid the full trust. The noises came from the end of the southern waterway. I came out and had a look for myself when I wasn't sleeping well, but I didn't dare get too close. That's all I know. All right, I'll take your word for it. Thanks for the pâte de fruits. Ah, ja. Genau, Pâte de fruits. Surely. No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to talk. What talk? I want some Pâte de fruits too. My apologies, I'm all out of sweets. Schade. Though I do have some other tempting snacks in my custody. Fries, fried chicken, and even onion rings. But taking care of junk food is my Ah, ach so, die sind einfach rausgepoppt. Now then, let's keep going. Die sind einfach so, die sind einfach gespawnt in ihrer Hand. What the fuck, hallo? Und Linny ist scheinbar ein Magier. Nö, das ist fucking Schiffes. Sie kann einfach fucking diese Scheiße summonen einfach. Sie summon einfach fucking Onion Rings und Chips und so ein Scheiß. Und Pommes. Ja, das ist... Also ganz ehrlich. Konsigliere. Das ist eine Schildkröte mit Tattoos. Ich sag mal. Hallo? That's right, you can't talk. You won't even so much as call out to me. Never mind, why am I talking to a tent tortoise anyway? Why are you here? But are you really an ordinary run-of-the-mill tent tortoise? Ha, what am I doing expecting a reply like this? But then again, there can be no disappointment without expectations, right? Thank you, this is indeed a truth to be held self-evident. Ah, Mann! Du, Alter. Es ist so unnötig, aber okay, dieses Detail mag ich. Das Detail mag ich sehr. Tent Tortoise. Konsigliere. Gibt's vielleicht online irgendwas dazu? Konsigliere. Gibt's hier irgendwas? Es gibt das. Consiglier's tattoo remind me of Goro. What the fuck? Okay, kenne ich nicht. Ja, schade, es gibt überhaupt nichts. Du kannst nur mit dem reden. Ah, warte, es gibt hier noch was. Why are you here? Do you not know either? Just like how I don't know why I'm here either. Perhaps I should leave now. Yes. You won't even so much as call up. Blah, blah. Okay, does your signs indicate this? Wer hat gedacht, das war eine gute Idee? Ja, schade. Ich wünsche mir, da gäbe es mehr noch dazu. Es wäre ein lustiges Easter Egg. Also ein lustiges. Es ist ja theoretisch schon ein kleines Easter Egg. Aber es ist scheiße. Es ist nicht scheiße, aber es ist so weniger. Man hätte mehr draus machen können. Ich setze mich jetzt hin und Tetro. Oder Tetro. Jetzt haben wir. Please, just get on with your request. I want to know if you've heard anybody talking about muskets lately.
Oh, das gab eine Information Instant isn't Reaction. free, you know. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery of goods to Poisson. I can Sie allocate some more sitzt auch wie so eine manpower to help fucking out with that Prinzessin oder so problem. ein Scheiß. You're still as helpful as ever. One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Fleuve Cendre, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next day. But that gun turned out to be an exception. It didn't get any new wear and tear on it, and didn't even appear to have been fired. We were quite mystified as to what could have happened. I suspect it came back because the weapon was already known to the guards. You mean, a criminal was afraid the Marechaussee Phantom would use the shot marks to track them down? Maybe. But if that's the case, the culprit really took great care to avoid getting caught. I didn't say anything about a criminal. In Fleuve Cendre, knowing who was killed is as easy as knowing what clothes you're wearing today. It's the guy living in the east side, isn't it? I've never liked him. Every time he's here, he just orders a drink and sits there with a nasty look in his eyes. Bro, was erzählt er für Geschichten? Lost the gun in the first place. Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. Not to mention the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. He's right. I know you grew up here, Chevres. Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. Not many people know you here now, and a lot of people don't like the Special Patrol. I know. So take my advice and don't show your So ein face too schnelles much I know. around here. It's for your own safety. I'll come and go as I please. And I'm afraid I'll be appearing more often due to my work. All right. Don't say I didn't warn you. Seems like that's all we'll be able to uncover for today. Paimon feels like we managed to learn a lot more here than up on the surface. Yes. Assuming that everything we found is indeed connected to our suspect, then their timeline was probably something like this. A month ago, our suspect found a gun and took it home to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. In the following weeks, he used some parts to create his own makeshift musket, and took it to the Fleuve Cendre for target practice. Then, a few days ago, he found his target and carried out the murder. Once the deed was done, he left a rainbow rose on the body, just like the scene in the novel. That all makes sense to Paimon, but we're still no closer to figuring out the killer's identity. About the guy who died. The deceased was a resident of Fleuve Cendre. It's said that he was a poor, solitary man. But if we're following the novel, shouldn't the guy have been a nobleman? Yeah, that's also something I'm trying to figure out. Ja, du kannst ja nicht ganz nach der Novel gehen. Du kannst einfach sagen, ja gut, vielleicht hat er so etwas gemacht, was ähnlich ist, aber ist ja nicht genauso wie in der fucking Novel. Wahrscheinlich würde jemand das machen, extra genau danach. Das wird ja auch keinen Sinn machen. If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of vengeance. But according to our investigation, the deceased didn't have any enemies. He was no saint, but no one's heard of a rival who hated him enough to shoot him dead. Much less care to leave a rose on his body. What message is the killer trying to convey? And to whom exactly? Could they be the novelist? Surely. We've thoroughly investigated that possibility. He claims to have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, and the staff there have confirmed his account. Okay, so he has an alibi. Not only that, he lacks a credible motive as well. He has a family of his own, and both of his parents are still alive. I've looked into his records. He was adopted at the age of 6, and all the proper procedures were followed. There are also records of him at an orphanage before then. In the story, the mother of the 2 musketeers was murdered after the children turned 10. Of course, he could have changed the children's ages, but I don't want to assume anything without evidence. More importantly, I've also had a chat with him in person. He didn't seem like the kind of person who would pull the trigger to kill a man. Then, what should we do now? We have all this new information, but it doesn't help us move forward. Investigations take time. I didn't expect us to catch the culprit in just a single day. How about this? Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. I'm sure that given time, new leads will present themselves. Wait, but weren't you saying Intel is like small, remote islands in the middle of the sea just a moment ago?
miss them if you were to stop looking? Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paimon. Oh? What else did it say then? As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually come across an island. What? Never thought that the captain of the security and surveillance patrol could come from the Fleuve Cendre? You mean rising through the ranks? It was a struggle, for sure, but as long as you can distinguish yourself through your accomplishments and skills, you'll eventually be recognized for your worth. If you look at it another way, my life at Fleuve Cendre has actually taught me a lot of valuable skills. Skills like how to barter with criminals or how to think in their shoes. Of course, I'd ich war die ganze Zeit appreciate it if you muted. could keep this a secret between us. Oh shit, ich war muted, fuck. Ja, ich hatte die ganze Zeit nach ihrer Vision gesucht, deshalb habe ich so herumgeschaut und ich war so, ach so, hier ist es. Und davor habe ich das mir in dem Video gezeigt, weil ich mir dachte, what the fuck, warum hat das auf einmal so viele Aufrufe hier, ne? Weil das ist random so gestiegen. Ich habe ja hier ein YouTube sogar, auf dem ich ja immer die Sachen am Ende hochlade. Das ist auf einmal so, okay. Und was anderes, was auch lustig ist, guck mal. Wie bin ich bei 52 Abonnenten? Ich war die längste Zeit dieses YouTube-Accounts auf 10 bis 25 oder so und scheiß dann auf einmal in den letzten paar Wochen und Monaten. Ich kann ja noch weiter, Moment. Ich kann hier zu meinem Dashboard gehen. 11 in 28 Tagen, davor auch waren es recht häufig immer so 11 und so pro Monat. Keine Ahnung warum, aber irgendwie hat jetzt mein YouTube tatsächlich mein Twitch überholt, obwohl mein Twitch eigentlich fast immer über meinem YouTube war. Naja. Mein Twitch hat dafür seit über 30 Tagen keinen einzigen Follower mehr dazu bekommen, während YouTube halt mehr als 11 verzeichnet hat. Ja, ist eigentlich auch egal. Ich wollte es nur einfach nur sagen, es ist, keine Ahnung, irgendwas, was mir aufgefallen ist. Aber wenn es jetzt so weitergeht mit dem Pacing, dann wird es ja unendlich lang dauern. Die Story. Ich bin erst beim zweiten Part angekommen. Und 2 von 5 und ich bin schon bei 2 Stunden 12 Minuten. Das ist ja unfassbar. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so lang dauern würde. Ich denke mal, ich muss hier hin. So, hier. Oh, die Zeit vergeht da ganz schnell, das ist heftig. Good work, everyone! We're looking to wrap with our 2 main ladies today. I can already smell our success. What do you mean, looking to wrap? Yes, it means completing the filming of all of the scenes. It means finalizing everything we've recorded for them so far. Oh, aren't you the expert now? This upcoming scene is the 2 Musketeers' final confrontation with the Baron. There will be quite a bit of action, but no choreography beyond what we've already rehearsed. Anyway, get ready. Lights, camera, action! The view is beautiful tonight. It reminds me of that fateful night 10 years ago. And now that I've said it, I can even make out the faint fragrance of herbal tea in the air. Enough, villain! It's time that you pay for the death of our mother! My dear Iris, have you forgotten your manners? How can you speak like this to your own father?
I'd sooner swallow all of my teeth than call you father. What did I expect? Seems the daughters have turned out to be just as obstinate as their foolish mother. In this world, Mora and status is everything. She thought she could blackmail me using her children and force me to grant her recognition and concessions? Ah, how naive can a woman be? Mother never asked a single thing of you. All she wished was for us to live a peaceful life, just like the others. It was you who personally brewed the poison of prejudice and sent Mother to her death. Compared to that deadly poison, the 2 bullets that will soon pierce through your heart will be like sweet mercy. Ah. And that's exactly why I said you're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Wenn sie jetzt abdrücken würden, ja. So let's see. What is stronger? Mora and power, or the 2 muskets in your hands? Oh, jetzt spitze Ayaka und Schiffres, ne? Tulip! There are too many of them! Schiffres. Man kann theoretisch jetzt hier ihr ganzes Kit schon ablesen. Was ist hier Scaling? HP, okay. Wahrscheinlich. Okay, das hier. Okay. Jo. Was, Matthias? Also man kann sie ja theoretisch, also man kann sie ja noch nicht pullen, aber man kann jetzt schon das ganze Kit sehen, das ist nice. Ja, keine Ahnung, der Burst 60er, I mean, I guess. Ist in Ordnung. Auch wenn es nicht wirklich das Wahre ist. Okay, das kennt man. Das funktioniert halt nicht, wirklich, wenn nur Ayaka der einzige Teammate ist. %% increased attack for every 1000 max HP. Warte, wie viel HP hat sie? 31.000. Holy shit, was ist ihre Crit Ratio? Die Waffe ist... What? Rightful Reward, das ist, glaube ich, craftable, oder? Ich denke mal, das ist die craftable. Constellation C3, was machen die Cons? Sie ist ein Forster, oder? Sie ist ein Forster, ja. Ja, natürlich ist es ein Forster. Ich bin geistig behindert. Natürlich, man weiß es doch schon, dass sie ein Forster ist. Oh, es sieht actually... Für einen Forster ist ihr Bild sau detailliert. Das ist ja krass. Okay. Was ist ihr Ascension Stat? HP, denke ich mal. Ich kann mal kurz schauen. HP 13.000. Das ist ein Viertel davon ungefähr. Sagen wir mal 14.000 plus ein Viertel von dem ist 3.000. Also sollte sie theoretisch plus 26.000 haben. Ne, warte. 16.000. Nicht 26, 16.000. Das ist definitiv mehr als 16.000. Okay, HP ist ihr Ascension Stat. Das macht Sinn. Energy Recharge. Was machen... Warte, was machen ihre Constellations nochmal? Was? Okay, das heißt, du kannst theoretisch in einer Rotation 12 Energy regenerieren. Digga, war so dumm gerade. Ich hab bisschen Trophies gepusht in Clash Royale. Dann gehe ich mit 1% Akku in ein Match rein. Hab verloren. Bin jetzt irgendwie bei 7,1k. Schade, Mann. Benutze wieder mein selbstgemachtes Deck. Nur das kann ich zocken. Ja, gut. Was? Okay, das macht Sinn. Ja, ist nicht so das Wahre. Das hier macht Sinn. Fucking hell, du kriegst 60% Pyro Damage Bonus und 60% Electro Damage Bonus durch die C6. Das ist auch voll schade, die ist erst mit der C6 sau stark, ist ein bisschen so wie Fishes C6, ein bisschen so wie Hinchos C6, wobei Hinchos C6 nicht so wichtig ist. Holy shit. Stimmt, Fishes Passive. Ich find's ein bisschen schade. Bennett's C6 ist auch nicht so wichtig, die C5 ist wichtiger. C6 ist auch nicht schlecht, aber C5 ist wichtiger. Und C6 auch nur in 90% der Teams gut. Oder 95%, in manchen Teams ist es sogar immer noch schlecht. Ja, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen schade, dass die C6s so sau gepusht wurden.
Ich wünsche mir, die C6 wäre nicht so wichtig, weil ich kann sie maximal C1 bekommen. Denke ich. Mann. 7,1k trotzdem besser als irgendwie 90%. Ja. Und was ist das hier? Ja, du schießt halt einen Ball ab, ne? Ja, das ist halt einfach, siehst du, ne? Spear-Charakter, ne? Ich will mal kurz schauen, wie sie sich spielt. We'll cover each other, Iris. And Mother will be watching over us too. Surely. Ja, man wird sie auf Overload spielen, das heißt, die 10.000 könntest du nicht durch Reactions amplifieren. Ayaka kannst du so amplifieren. Was hat sie? Bitte sag mir, sie hat nicht Noblesse. Natürlich hat sie Noblesse! Was hat sie? Sie hat auch Safe Noblesse. Ja, natürlich. Ach. Natürlich. Was ist die Crit? 57 eigentlich, oder? Ja. Au. Ist sowieso nicht meine Ayaka. Hauptsache die Champion Chest bekommen. Stop right there. You've lost. Ja. To think I'd lose to my own 2 kids. We are no children of yours, and we'll never call that place our home. Pech. Then tell me, what did you do all this for? You lost your mother, and will soon kill your father as well. What will you gain in the end, other than sentences for your crimes? We will gain our long-awaited justice. Na, nicht wirklich, wenn du andere Leute dafür tötest. It's over. Finally, it's over. Man bekommt bei 7,1k Trophies eine Chest. Das war mein Ziel von dem Push. Hab jetzt auch mein ganzes Stack auf 14. Nice. So, where will you go now, Tulip? I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere with lots of flowers? After all, Mother always did love going where the blossoms were. What about you? I want to go visit Mother's grave. Yeah, that's not a bad idea. Huh? Tulip, look! Surely ist dort jetzt der Geist von What ihr. is it? It's Mother's favorite. Ah, okay, nee. Rainbow Rose. Look, it's Das blooming ist again. doch keine Rainbow Rose. Excellent! That was beyond mesmerizing. Even I didn't expect the scene to go so well. And we got it in a single take. All right, everyone. We've got a wrap for Tulip and Iris. Congratulations, Ayaka and Chevrolet! Amazing Performance, warte. Bin dann mal wieder weg, komm am 31. wieder nach Deutschland, dann können wir irgendwann wieder DC. Alles klar, viel Spaß, wohin auch immer du gehst dann, Matthias, ne? Ciao, ciao. Digga, das war keine Rainbow Rose, Digga, die sehen anders aus. Great job, you've already wrapped your roles. Thank you. I didn't expect our parts to wrap so quickly. I wish I could savor the experience for just a bit longer. Paimon totally understands. Paimon's not ready to say goodbye to the clapperboard either. Filming has really been a lot of fun. You were great too, Chevrolet. The way you said, long-awaited justice. Nein. That is indeed my favorite line in the whole book. I still remember trying to act it out in my room the first few times. Ist okay. Paimon would have never guessed you're that type. Who doesn't like stories where the guilty are punished and justice prevails over evil? Don't forget, I'm the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Captain, I have something urgent to report. Please excuse me, everyone. I'll be back in just a moment. It's okay, don't worry about us. Die Line war auch so unnötig. Von Paimon. Sag einfach, ist okay. Was she whisked away by work already? I was just about to tell her how great she did. It seemed like some urgent official business.
Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quickly today. Switching around the filming schedule would have been a real pain. Anyway, I actually came over to let everyone know that we're all done for today. You can go home and get some rest. And one last thing, Miss Ayaka. Your acting skills today were immaculate as always. Are you sure you won't consider taking up full-time acting? Nein, ich glaub I nicht. just happen to know this great troupe that's still looking for a lead actress. Thank you for your kind words, Director Farina. Unfortunately, there are still many matters that I have to take care of back home at the Yashiro Commission. I cannot remain in Fontaine to pursue an acting career. Nevertheless, I will make sure to treasure this incredible opportunity in my heart. Oh, that's a shame. But I understand. Just let me know if you ever change your mind. I believe it's also about time for me to take my leave. But hopefully I'll see you on set over the next few days. Even though my part's wrapped, I'd still like to swing by and help out the crew. See you tomorrow, Traveler and Paimon. Yep, see you tomorrow! Well, what should we do next? Maybe we'll go investigate the case some more with Chevres today. Traveler, Paimon, please come with me. Ja, beat you to it. You could say that our ship has finally chanced upon one of those small, remote islands of intel. Oh. Ah, Mann, das kann nicht sein. Wie lange wird diese Quest dauern? Also ich wusste schon, dass sie recht lang wird, aber ich dachte so 3 bis 4 Stunden max. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es wird eher 5 Stunden oder vielleicht sogar länger. Damit habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet. Dass die Event-Quest so lang wird. Das wäre dann, glaube ich, sogar die längste, an die ich mich erinnern kann. Gab es eine längere Event-Quest? Zu Weihnachten ein Wok und Hackmesser bekommen. Jetzt habe ich gerade mal schön gekocht. Das hast du mir schon mal erzählt, das mit dem Wokmesser. Ich meine Wok und Hackmesser. Wokmesser, ja. Gottlos gut, scharfe Basilikum, Huhnrahm. Let's go. Jetzt, ey Digga, das will ich auch haben, jetzt mal, ganz ehrlich. Scharfe Basilikum, Huhnrahm, also, nee. Bro, das darf nicht sein. Bro, du wurdest TP'd. So, Chevres, why did you take us here? Did you find a new clue? Affirmative. It wasn't anything conclusive, but it should show us a clear way forward. Have you ever heard of someone by the name of Emily? Oh, you mean that famous perfumer? She's a good friend of mine. She's lent me her aid several times in the past to resolve some difficult cases. After I discovered the rainbow rose at the scene of the murder, I sent it to her. After all, she's probably the foremost expert on flowers and scents in all of Fontaine. And then? There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left on it. But according to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a very rare cultivar. Huh. Paimon didn't know that there were different varieties of rainbow rose. Paimon just thought they grew everywhere in the wild. Ach so, ja klar, sure. Flowers that are deliberately cultivated will always show some different features from those that bloom in the wild. We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. Oh, Paimon gets it now. So whoever first planted that rainbow rose was probably the killer. Precisely. And after we checked what we learned against some sales records from the past, we discovered that there's only one person in all of Fontaine who could grow and sell this specific cultivar. Morgen gibt's erstmal schön Sushi mit Lachs. Was muss, das muss. Na gut, dann. I guess. Cool. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht mal wirklich ein Sushi-Fan. Das heißt, darauf bin ich nicht neidisch. Wenn es um so Ramen geht, Alter, Bro, da bin ich die neidischste Person der Welt. Das ist unfassbar. Da bin ich Envy personified. Aber wenn es so um Sushi geht, nee, ich bin kein Fisch-Fan und so ein Zeug, deshalb nicht. Bro, die Ramen waren so gut, ne? Komm her, ist noch was da. Easy. Easy. Ich drive mal kurz die 500 Kilometer. Kein Ding, Bro. Surely.
It's the novelist. But didn't you say he had an alibi? To be clear, I haven't changed my mind about him. I still don't think he was the one who pulled the trigger. However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his home or never purchased a rainbow rose from his garden. Whatever the case, we will have to confirm a number of things with him. So you mean the next place we need to go is... Yes, we're going to pay him a visit at his home. Okay, das heißt, wir suchen jetzt einfach einen Schreiber. Bro, was? Der lebt hier einfach so... Hier irgendwo? Warum? Was fällt dem ein, hier zu leben? So abgelegen. Beim Wok war so ein Rahmenkochbuch noch dabei. Ich gehe da jetzt Rezepte durch. Let's go. Po muss auch mal Po muss ich auch mal irgendwann machen. Ich weiß gar nicht, was PH ist. Oh, ne, shit, das sieht geil aus. According to what he told me last time we spoke, he hired them so he won't be harassed or disturbed. Huh. So there are a lot of flowers in his garden, Oder but das sieht Paimon dick doesn't aus. think we'll be able to pick one without alerting the Gardemex. Right. Which is exactly why I think there has to be a special connection between him and the killer. Ja, Zitrone, wobei ich muss sagen, ich glaube, die mag ich nicht so sehr. Ich kenne die und die sind nicht Dogshit oder so, aber ich mag Ramen viel mehr. Das ist unfassbar. Wenn es das ist, was ich denke. Wenn das ist, was ich denke, dann sind sie nicht schlecht, aber auch nicht gut. Besonders im Vergleich zu Ramen. Aber ja, gut. So, should we knock? Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardemex first. Wird oft mit rohem Rind beigelegt, muss ein verdammt guter Metzger haben oder du machst einfach mit Huhn. Ja, okay. Ich mach erstmal gar nichts, ich kann nicht kochen. Und ich habe auch nichts, womit ich das machen könnte, denke ich. Wobei, vielleicht habe ich schon. Ach, keine Ahnung. But they're so far away. How are you planning to do that? Don't forget, Paimon. I'm actually the real-life captain of the Musketeers. Ja, man soll jetzt snipen. Warte mal, muss Router Neustart, so ein Dogshit-Internet heute. Schade. Dann bis gleich, ne? Ja, okay, das ist selbsterklärend. 1, 2, 1. Du musst nicht mehr Headshots verteilen. Ich meine, ich glaube, das macht sogar gar keinen Unterschied, ob du Headshots machst oder nicht. Ich meine, ich gebe dir jetzt mal Headshot. Ja, es ändert nichts. Und ein Bodyshot. Ja. Das macht keinen Unterschied. All clear. Let's go. Wait. Paimon's a little nervous now that we know he could be the killer. Can we go over our plan of action again? I'll go knock on the door and make sure it's safe inside. Once we're sure that we're in the clear, I'll ask him to come with us for a quick round of questioning at the guard's headquarters. But can't we... We still have no evidence that he's the killer, or that he lent the killer any direct aid. Still, it would be appreciated if you could pick a rainbow rose from his garden for me while I'm talking to him. It'll help the Marashose Phantom confirm Emily's theory. Sure, no problem. Just be careful, Chevrolet. Das sind einfach nicht die typischen, ne? Rainbow Roses. Das ist doch so Cap. Mann, das ist so Cap. So sehen doch Rainbow Roses aus. So. What? Vincent? Na, nee, warte. Na, Bro. Na. Nee, die sahen nicht immer so aus, oder? Also nur Offense, aber... Bro, die hatten, also entweder ich bin behindert oder sie sahen früher anders aus. Moment. So, wieder da, jojo, willkommen zurück. For real? Deren Textur wurde nicht geändert, sie sahen schon immer so aus?
Bin ich dumm? Hä? Ne, warte, Sakobi. Sahen die Rainbow Roses schon immer so aus oder wurde die Textur gechanged? Also ich bin dann ja mächtig behindert. Oder blind. Wenn sie wirklich schon immer so aussahen. Die waren schon immer so. Okay, nee, fuck, Digga, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Excuse me, Mr. Baptiste, are you home? Who could it be at this hour? Oh, it's you, Officer Shavras. Would you mind accompanying me to the guard's Alles gut bei dir, headquarters, ich Mr. Baptiste? bin mir nicht They sicher. would like to ask you some questions about a case. Oh, Ich is it still glaube regarding nicht. the murder case from before? I cannot confirm or deny that at this time. So it is then. Listen, Neither I confirm need nor you to deny come with this me, Mr. information. Baptiste. Miss Shavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick my flowers either. It's not time for them to bloom yet. Schade. Moment, dieses I can neither confirm nor deny this fact oder information. Von wem kommt dieses Zitat? Ich kenne es von Technoblade auf jeden Fall. Du weißt, wenn du das Rahmenrezept willst, let me know, Gottloos gut. Okay, danke fürs Angebot. Okay. I mean dann, ja, I guess. Why not? By saving me Fragst the bloß nur, ob trouble, ich's benutze you oder mean? nicht. Aber haben besser als I will nicht haben. confess. I was the killer. Was? For real? Huh? He just admitted he's guilty. Please relax, everyone. I'm not armed. The musket you're looking for has been buried in my backyard. Was habt ihr das einfach zugegeben? Then it's Was my ist das denn? responsibility to inform you, Mr. Baptiste, that everything you say right now will be used as evidence for the inevitable trial. Yes, I am perfectly aware of that. I must say, I hate this feeling. Oh? Is it because I confessed? Or because you've been proven wrong? Both, I suppose. That guy in the Fleur Cendre, why did you kill him? For the same reason as the one I wrote out in my novel, of course. I did it to exact revenge. I know you haven't figured out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the headquarters a long time ago. But that won't stop me from always remembering his grotesque face. After all, he was the one who killed my mother. Your mother is still healthy and well. You know, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother. That was never recorded in the orphanage's records. Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. So, your novel, it was like a record of your life? No, of course not. It was a work of fiction with many embellished parts. But Warum verhaftest du ihn nicht erst? I Das am macht man indeed normalerweise the erst. illegitimate son of a wealthy and influential man who abused his power to murder my mother. That part was 100% real. But the man you killed didn't have a Mora to his name. He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a defenseless woman just for a few bags of Mora. But if that's really the truth, you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father, the true mastermind behind it all. I never thought I'd hear that kind of thing from the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. I'm simply skeptical about your motives. It's simple, really. I've grown tired of everything and don't want to shoulder this burden anymore. You may have considered me too soft to pull the trigger. Well, as it turns out, you are exactly right. I've become overwhelmed by the aftermath of the murder. So you're going to call a stop to your revenge, just like that? The true mastermind is too rich and too powerful for me. I've accepted that I will never be able to avenge my mother alone. And so what? The characters in your book never gave up. Now, Gib ihm Officer jetzt nicht so einen Shavras, Pep-Talk. I'm the one who has killed a man, aren't I?
Are you trying to convince me to commit another crime? What's your father's name? How do you plan to prove the veracity of all of your claims? Well, I'd like to speak with you privately. Sure. Why don't we speak privately at the guard's headquarters? No, it has to be here. I must ensure that we won't be overheard. Fine. Let's talk here. Das ging schnell. When I said won't be overheard, I meant by anyone. Pech. Ich I bin would like dabei. to speak with you and you alone. No. Thanks. Mann. I appreciate it. Please stay safe, Chevres. Gottlos. All right. Let's hear it. Will you really believe what I'm about to say? Well, that depends on what you're going to tell me. Fair enough. Fair enough. So that's how it's all connected. So, it seems you believe me after all. Do you want me to go public with this? No, of course not. At least, not right now. Then why did you bother telling me? You've read my work. What do you think? Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply deny everything. It's been too long. Almost 20 years. Anything that could be used as evidence has long faded away. Even if there might have been a solitary island of truth once upon a time, it has long sunk beneath the waves by now. Justice will never find him. Sind Wellen jetzt Not if you don't try. I Symbol know that as the in captain der of the Story? Special Security and Surveillance Patrol, Wie die you da will hinten always stehen. stand on the side of justice. But do you really think a cushy life in prison really constitutes justice for him? I bet he could lead an extremely comfortable life in the fortress of Meripede. What are you trying to say? I've been observing you from a distance. Your portrayal of the musketeer was exquisite. Pull the trigger of justice against him. Let the villain get what he deserves. Sie will, dass will, dass sie eine Person So tötet. you may complete your revenge? No, Officer Chavras. I know that would be impossible. No. What I'd like Okay. is for you to perform the Natürlich. Warum auch deed nicht? on my behalf. Das kann man eigentlich nicht als akzeptabel Oh, Chevres sure is taking her time. ansehen. What could they be talking about Paimon's worried. What if he decided to attack her? I have full confidence in Chevres' fighting skills, surely. Oh, you do have a point. Still, do you have any idea who the rich person might be? And why the novelist doesn't want us to hear what he's saying to Chevres? Sorry to keep you waiting, you two. Hey, how did your talk go? What should we do next? I've already sent someone to escort Baptiste back to the headquarters for questioning. He wasn't lying about the musket. It was indeed buried in his backyard. But what about the name? Did he tell you the name of the rich guy? Yes, he did. But for now, I have to return to the Special Patrol. There are still a few loose ends I need to tie up. What's going on? It feels like she's keeping something from us. Ach, I'll wirklich? probably be quite busy over the next few days, so apologies if you don't see me on set. All right, Paimon understands if you can't tell us everything you know. We'll just keep an eye on the Steambird then. Actually, there's still something else I need your help with. Das wäre? Okay. Was ich schade bei Chevres finde, ich glaube, ich habe es ja schon vorhin gesagt, so ähnlich, aber es ist ja, dass Chevres erst, also mit der C6 viel stärker wird. Und da ich maximal bis C1 pullen kann, mit Glück bekomme ich ja überhaupt erst C0. Weil dafür muss ich ja einen Banner, den richtigen Banner Forster bekommen. Und mal schauen, wie viel Glück ich damit habe. Letztes Mal hatte ich nicht so viel. Ja, also... Ich denke mal, ich kann mir so zwei bis drei Tempels leisten. Ich denke mal, so 2 bis 3 Tempels könnte ich machen. Und danach würde ich aber auf jeden Fall aufhören. Weil ich will auch noch Garming haben. Und der kommt
ja auch entweder der erste oder zweite Phase von 4.4. 4.4 kommt auch wahrscheinlich nach Hida. Aber dann muss man halt schauen, ist er auf dem gleichen Banner wie Nahida oder nicht. Wenn er nicht auf dem gleichen Banner ist wie Nahida, dann brauche ich noch mindestens 2 bis 3 Temples Platz übrig. Dass ich Garming sozusagen mir holen kann. Und ja. Wobei Garming sogar fast noch eine geringere Priorität ist wie Chevreuse, denke ich. Wobei ich weiß es nicht. Ich will mir auf jeden Fall Chevreuse holen. Wie es mit Garming aussieht, da ist halt eben die Sache, da muss ich schauen. Das kann dann halt situationsabhängig sein. Wenn man die Banner weiß. Ayaka and I were just talking about you. Is Chevreuse still not joining us today? Probably not. We haven't seen her either. Huh? That's such a pity. Director Farina said that we've only got a few small scenes left before wrapping up the entire thing. She even said that she'll get me into a couple scenes, so everyone will have a chance to shine in front of the camera. Okay. We were also planning on having a victory feast once we're all finished filming. You can join us, right? Surely. If only Chevreuse was here. I still haven't taken a photo with her. I'm afraid that can't be helped. Those special patrol folks are like phantoms when they've got a case on their hands. But to be honest, I'm even more concerned by what I read in the Steambird earlier this morning. It said that the killer in the murder case was none other than the author of the 2 Musketeers. Oh yeah, I heard about that too. He came forward and confessed his crimes, but gave no explanation as to why he pulled the trigger. We didn't know about this case at all when we joined the film. Is it going to affect the reception of our work? From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. I have to say, though, that no director can be perfectly comfortable with garnering attention through means other than artistic skill. Ah, okay. To be fair, I feel like that ship sailed the moment you allowed yourself to be named as the director on our posters. It's not my fault that I'm super popular. What was that saying again? My popularity has... sunk to an all-time low? Schade. Spread to the 4 corners of Tibet. Schade. Ein bisschen gegenteilig war das jetzt. Noch 2 Akte, noch 2 Fünftel. Oh Gott. Okay, der 3. Akt war aber kürzer als der erste und zweite jeweils. Der erste war noch der längste. Das heißt, wenn es so weitergeht, hoffentlich wird es immer kürzer. Excuse me, everyone. Xavier! Feels like it's been ages since we last saw you. I've been talking non-stop with the Film Association, and I'm absolutely swamped trying to coordinate the film's marketing. So forgive me for not being around more often, but please believe me when I say that I will make sure everyone's hard work gets the exposure it deserves. Oh, seems like you've been fighting your own battles. Yes, that's one way to put it. Oh, and before we begin the final round of filming, please allow me to finally introduce you to the original investor of our film, Mr. Morris. Ist doch wieder dabei? A pleasure to meet you all. Yes, glad to make your acquaintance, Mr. Morris. We've heard about the issues you've encountered with your financial situation, and genuinely hope that things have taken a turn for the better. Alter, das ist... Du hast lange getippt, Sakumi. Danke, Mann. Und dann vertippe ich mich. Holy shit. Okay, das ist lang, aber danke. Ey, danke. Oh Gott. Aber gut, okay, weiter. Oh, well, the situation has Das ist eine Menge. indeed improved somewhat. Don't worry, Mr. Morris. Accidents and last-minute challenges happen all the time. There's no need to blame yourself over it. The good news is that we're almost done filming now. And I would even say that this is the best story I've ever seen. Is that so? I see, that's great news. All right, now that we've gotten all the pleasantries out of the way, let's get the show on the road. We'll mostly be filming typical people and scenery from the streets today to improve the sense of environmental ambiance in some parts of the film.
Oh, and there'll be a cameo for Mr. Kamisato and Miss Yoimiya as well. They'll be used to show outsider perspectives on the fates of the two musketeers. That's right. Ayato should be here any minute. Excellent! Then let's start with the scenery shots. Camera and clapper loader, you're up. Yep, we'll be ready. Remember, all we need are some wide zoom shots Nein, of the streets. Anführungskochen. If Danke, you Mann. happen to find some particularly lovely patches of flowers and grass, feel free to grab some close-ups of those as well. Ready? Lights! Camera! Action! Action! Now move the camera Entschuldigung. slowly. Try to focus on that flower. Take a close-up. Ich habe nur eine Option. What's wrong? Just adjust the focal length a bit. Take a close-up shot of the flower. Something the matter? The camera seems to be broken. Huh? But wasn't it working fine for all the days before? Veronique, can we try a different camera? No problem. How about this one? All right, let's give it another try. Lights, camera. Mechanical malfunction noises. Don't tell me. This one is broken too. Veronique, do we have any other spare ones we can use? I'm afraid we only brought these two today. What? Then go find a workshop to get them repaired right away. Oh, and you too, Bono. Go find our spare camera in the warehouse and bring it back to the set. Auf einmal ist sie so sauer, Alter. Das ist ja krass. Englisch Freener Voice ist so schlimm. Meinst du? On it. Greetings, everyone. My apologies for the delay. Is something the matter, Ayaka? It seems like there are some issues with the filming equipment today. We're stuck for the So eine moment. Bitch, du. I see. What the heck? Well, let's not just stand here twiddling our thumbs. Actors, to the makeup booth. We'll start on the next scene as soon as we get a working camera. After some time, Veronique returns with a repaired The camera. people at the workshop told me that the part which holds the lens in place seemed to have fallen off. That's super strange. It was perfectly fine just yesterday. Well, no time to dwell on that now. Let's get back to filming. Ahem! Quiet on set! Places, everyone! Lights! Camera! Action! Nicht mehr so dieses laute Action. By the way, have you heard about that recent murder case? Yes, I have. It seems that they've caused quite the commotion in the city. I heard that the chief of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to explode. Oh? I find that quite hard to imagine, considering how he already looks most days. Director, we have a problem. Schade. Oh, we're in the middle of a take! Couldn't you wait until we wrapped up this scene? No, Director, our film, all the finalized film that we've been keeping in the case has disappeared. Oh no. Wait, what did you say? Alter. Please take me to where the film was kept right away. I'm coming too. No, Yoimiya, you have to stay here. Oh. Okay, listen up. Everyone who's not working on this current scene can go with Bono to look for the film. Everyone else, stay put and wrap up the scene. Unbelievable. How could all these problems happen in just one day? Bitte mach die englische Voice raus, ich bete dich. We're back. Ich kann's für die 5. machen. How Für did den it go? 5. Part. Did you find the film? We found it in the sewers. Huh? In the sewers? Film's still okay? Schade. We discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. The others are checking now to see if we lost any specific scenes. Oh, you scared me for a moment there. I nearly thought we had lost everything. I really don't want to experience that feeling of despair again. Okay, but who could have stolen the film and dumped it there? Could it be some competitors working on other films? Oder der Vater von dem. They wanted to harass us. Von dem Autor der Novel. Day. Okay, we don't have time to really look into it right now. Let's strike while the iron is still hot and wrap this thing up once and for all. Yeah, let's finish it.
Okay. I would like to officially announce that our entry to the festival, The Two Musketeers, has now concluded filming! Paimon is spent. It's so late already. Even though the filming process proved to be extremely challenging, everyone provided valuable and unique contributions to the final product. Thank you all for your dedication and support. And just like Director Farina, I would also like to extend my most heartfelt thanks to all of you. Really, you've all helped me so much. All right, let's save the awards speech for later, and hopefully also get some rehearsals in before the real thing. Anyway, now it's time to party! Let's all make our way to the beach and have a celebration feast so loud and fun that even the blubber beasts will want in. Blubber beasts. Trust. Sahen die wirklich schon immer so aus, die Rainbow Roses? Okay, irgendwie von der Entfernung sehen sie auch ein bisschen anders aus. Ja, nee, weißt du was? Ich bin einfach nur behindert. Ich dachte früher, sie sahen anders aus. Oder was heißt früher? Ich dachte die ganze Zeit, sie sahen anders aus. Ich dachte nämlich, was ich meine, hier bei der Rainbow Rose, dass dieses eine Petal hier höher geht. Also, dass es bis hier nach oben reicht. Dass das hier auch noch so ein bisschen... Dass diese Teile hier unten nicht existieren, die habe ich irgendwie nicht erkannt. Dass das hier weiter nach oben geht. Und dass das hier generell weniger gelb ist, sondern pinker. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es davon, dass ich, wenn ich an denen vorbeigelaufen bin, einfach ganz schnell gelaufen bin, hier von der Entfernung es gesehen habe. Und sie dann direkt eingesammelt habe. Und deshalb sah es ein bisschen so aus. Oder vielleicht noch von dem Winkel. Aber auf jeden Fall, ich finde, die sahen irgendwie voll anders aus. Vielleicht mich auch... Oh, fuck it, ganz ehrlich. Ist auch egal. Du hast gesagt, ich soll es auf Japanisch stellen. Okay, dann mache ich es mal für dich. Ist mir eigentlich fast egal, aber... Das mache ich dann nur für die Quest. Danach stelle ich es natürlich wieder auf Englisch. Weil das ist eigentlich das, was ich normalerweise mache. Oh nein. Digga, aber Paimon ist so viel nerviger, selbst im Japanischen, finde ich. Yeah. Was? Das ist seine japanische Stimme, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja... 次にこちらを訪れるときは、稲妻シャブ業の名義で入国することになるでしょう。おお、よかったじゃんか。もしかしたらいつか稲妻でもフォンテーヌの探偵小説が読めたりするかもな。あ、でもそうなったらミコがあんまりいい顔しないんじゃないか。As long as the novels are 商売を奪うことになるだろう。それもそっか。あいつってしょっちゅう最近の娯楽小説には新鮮味がないって愚痴ってるもんな。文学の分野だけでなく、両国の食べ物や玩具、工芸品など、そういったものの交流も計画に入っています。おお、ますます楽しみになってきた。 Jetzt muss ich den Scheiß actually lesen. その時になりましたら、またよろしくお願いしますね。Hier ist Farina. Ah, 我らがチームの有能なカメラマンとスクリプターじゃないか。撮影ご苦労だったね。フリーナの方が大変だっただろ。それに実はカチンってやるのだんだん飽きてきたんだよな。しかも恐ろしいのが夢の中でもフリーナが3、2、1、キューって叫ぶのが聞こえるんだ。それが終わらないと夢の続きを見られなくって。Alter, Paimon, wirklich, halt die Fresse. 僕はもっと偉大な姿で登場すべきだと思うけど。それにパイモン、
こんなにも多くのことを一緒に経験してきたっていうのに、覚えているのはたったそれだけなのかい？おいらのせいじゃないぞ。ただ最近とにかくカチンコばっかり鳴らしてたから。まあ何にせよ永遠の撮影は無事に終わった。僕はね、あの永遠で最優秀賞を取れる自信があるんだ。You mean the Farina Award? Frida sagt, ja, wir könnten den Farina Award gewinnen. Schade, wenn Farina nicht den Farina Award gewinnen würde. トロフィーの名前は言わないでくれ。そっか。もしオイラたちが受賞したら、フリーナが表彰台に上がって Statue of herself. 抱くことになるんだな。Aber true. そんな場面で出しゃばるつもりはないさ。グザビエに上がらせればいい。Na, ich will's haben. フリーナがフリーナのトロフィーを抱いてフリーナ賞を受賞す Das る。 wäre schon lustig. 好きに言うといいさ。僕は引き続きスイーツを楽しませてもらうから。By the way, die Frage ist Farina. Wer so Farina, not gonna lie. Ich glaube, das war bezogen auf Farina, die nicht Farina Award bekommt, ne? Warte. Was wollte ich nochmal sagen? Ja genau, die Frage ist jetzt, ist sie immer noch gecursed oder ist sie vom Curse befreit worden? Also eigentlich heißt es ja, sie ist nicht mehr gecursed, das heißt, eigentlich sollte sie wieder weiterleben wie ein normaler Mensch, ne, weil sich Fosulos auch selbst umgebracht hat. Die Frage ist jetzt aber, dann, wenn der Curse weg ist, heißt sie dann, sie ist only human after all. Okay, genau. Das heißt, jetzt ist sie nur noch ein Mensch, der normal altert, oder? Jetzt ist sie nicht mehr durchgehend im gleichen Alter, sondern jetzt altert sie auch. Denke ich mal. Oh, ich will auch noch eine Sache nachschauen. Kann man bei Farina ihr Alter sehen? Hier, bei F eigentlich, hier. Oh, es wird hier gar nicht eingetragen. Tatsächlich, oh. Oh. Oh, die Tabelle enttäuscht mich mal. Farina Age. About 500 years old. Und was sagt die Appearance? Farina by my 12 year... What? Achso, das ist... Ja, fuck, hat keine Ahnung. Erst Arsch anschauen, jetzt nach dem Alter gucken. So... Ach, nee, weißt du, ich hasse dich. Bro, stopp, sie ist ein Kind. Sie ist nicht mal ein Kind, Bro. Digga, sie ist... Also... nee, weißt du, ich habe keine Lust mehr zu argumentieren. Das ist einfach nur noch behindert. ああ、二人とも。しおりはこういう賑やかなイベントが好きじゃないのか？まあ、あんまりね。でも、フォンテーヌのファッションウィークよりかはマシかな。もしこの永遠が話題になったら、しおりのブランドももっと多くの人に知ってもらえるだろうな。作品がちゃんと上映されることが前提だけどね。もしかしてあの事件のことを心配してるのか？ Okay, Tainari Voice Actor, was auch immer du sagst. Du bist so ein Spaß, das ist unfassbar, ne? あと今日起きたいろいろなトラブルもね。まあそうだよな。悪いことがあんないっぺんに重なって起きるなんて。Immer noch. それに今日、いつもと違ったことといえば。なんでもないわ。とにかくフィルムはもう編集作業に入ったし、何も問題は起きないはずよ。モリさんどうや？パーティー楽しんでる？ああ、なかなかのものだ。パーティーはいつ頃終わるのかな？ Ja, die Frage ist ultra sass in dem Fall. 続くんちゃうかな？もしかしてモリさん、帰らなあかん用事でもあるん？ Ich glaube, er will, dass es nicht zum Success wird. 私はあまり夜更かしに慣れていなくてね。もう少ししたら先に。なんでこんな大事なこと忘れとったんや。 Ich glaube, sie catcht es on. どうしたんだね。パーティーで打ち上げる花火を倉庫に忘れてきてしもたんや。花火？ああ、それは。Oh, es sieht aus wie Vaché. Ich habe komplett vergessen, wie sieht die überhaupt aus?
Maché. ち一人じゃ Sah あん noch なに mal. 運べへんわ。私が別の人に頼んでみてはどうだね。みんなおわっと驚かせたいね。倉庫はすぐ近くやし、そんな時間はかからへんから。お願いや、モリスさん。うち花火を見てもろてから帰ってもらいたいね。うちの実信作やから。So wie der Dude nur in めっちゃ älter. 綺麗やし、絶対一生忘れられへん思い出になるで。 Macht sie das extra oder ist es einfach nur, weil sie so ist? こっそり抜け出そう。 Das ist jetzt die Frage. 誰にも気づかれんように。わかった。 Jetzt sollen wir mit ihr dorthin laufen. 事前に置いといたから運ぶのには苦労せえへんよ。結構遠いではないか。堪忍堪忍。うちっていつも動いてばっかやから疲れを知らんねん。 Oh. Ich wusste früher gar nicht, dass du bei den Charge-Text diese komischen Teile hier bekommst. Die da, die 1, 2, 3 da. Ich finde das irgendwie voll cool. Das wusste ich gar nicht. Und eine kurze wichtige Frage. C3 natürlich, weil natürlich. Okay. Understandable. Noblesse, nicht understandable. Thundering Poles, okay. Ich denke so, Yoimiya ist actually auch nicht scheiße so. Was? Ich kann diese 3 Teile in der Zeit nicht bekommen, während ihr Skill aktiv ist? Ernsthaft? Was ein Scheiß. Moment, ich will noch mal kurz ausprobieren. Da spawnt nichts. Was soll das? Was ein Scheiß. Wie schlecht.暗いなあ。モリスさんここで待っといて。確かこの辺に明かりをつけるボタンが。なぜ私がこのようなことを。何の音だ。誰だ。助けてくれ。逃げられるとでもモリス。人違いだ。私じゃない。私が殺したのではない。知ってるか。エリサは死ぬ前貴様のようにうろたえなかった。床下の子供が見つからぬよう貴様の雇った殺し屋に最後まで抵抗した。これはエリサのペンダントだ。中には2人の写真がある。忘れてはいないよな。貴様が送ったものだ。ありえん。これは偽物だ。あれは貴様の雇った殺し屋が処分したはずだと。本当に彼女を愛したことがなかったのか。なぜ彼女を殺そうと思った。待て。落ち着け。私はエリサに大金まで渡して秘密にするよう忠告したのだ。なのにまさかこう産むとは。事態はすぐ隠しようがなくなった。私もああするしかなかったのだ。待て、この通りだ。何が欲しい。金ならいくらでも渡そう。その金を持って地獄で懺悔するといい。Ich hab's gesagt, es ist ein Fake. Zu gut. Ich bin einfach Profi. 特巡隊隊長のシュブルーズ、貴様をエリサ殺害の罪で逮捕する。War auch nicht predictable trust. Ah. Ah. それとも2人目の銃士と呼ぶべきか。ちょっとどういうことな。台本にはこんなくだりなかったやんか。 Ah, ja, ich würde auch easy so ein Bullet mit so, also wahrscheinlich kannst du einfach so mit deiner Hand ausgestreckt nach links
einfach eine Bullet aufhalten? Erstens, kann dein Gewehrrohr überhaupt diese Bullet aushalten? Das ist die erste Frage. Zweitens, du bist niemals in der Lage, eine solche Kraft mit deiner eigenen Hand, mit einer ausgestreckten Hand so tatsächlich entgegenzuwirken. Entweder dein Gewehr wird es aushalten und es wird deinen Arm wegreißen, oder es wird aus deinem Arm fallen, oder das Gewehr wird es nicht aushalten und die Kugel würde trotzdem durchfliegen. Also das war ja ultra cap. Und die Reaktionszeit war auch so cap, Alter, Digga. What the fuck? Das ist so unrealistisch. Selbst unter Genshin-Standards eigentlich. Aber ja, gut, actually, nevermind, fuck it. Ist in Ordnung. Sah die Rose nicht anders aus? Ja. Aber in dem Fall, come on, die sieht auch anders aus. Die Rosen hier sehen anders aus, die gedroppt werden. Die sind deutlich rötlicher und pinker als die normalen Rainbow Roses. どうしてこのゲスを殺す邪魔をするの。銃を下ろせと言った。3度目はないぞ。これは一体どういうことだ。まだわからないのか、モリス。今起こったことはすべて貴様をカメラの前で自供させるための芝居だったのだ。もちろんこの招かれざる客を除いてな。Das Schwert ist einfach draußen, okay. おい、シュブルーズ。オイラたちは芝居の手伝いを頼まれただけで2人目の銃士がいるなんて聞いてないぞ。ここに来るまで私も自分の推理が合ってるのか定か。よいみやさん、あなたの演技には感謝している。早速だが特巡隊隊員に知らせてくれないか。近くで待機を命じておいた。それから撮影チームの皆に冷静に行動するようにと。かまへんで。どうだモリス、20年前の昔話を語る気にはなったか。私の忍耐にも限界があるぞ。やむを得ず取調室で尋問するという選択を私に取らせない方がいい。先ほどの記録があれば法廷で貴様に勝ち目はない。今のうちに協力する姿勢を見せておいた方がいいぞ。わかった、話そう。人を雇ってエリサを殺したのは私だ。彼女はもともと私の家のメイドでとても美しい人だった。月日が経つにつれ私は彼女に心を動かされ、私たちは人目を避けて愛し合うようになった。だがやがて彼女は身ごもってしまったのだ。もしこのことが両親に知られてしまえば、私の財産は全て剥奪され、家から追放されるのは明白だった。だがまさかエリサが子を産むと言って譲らず、私に家を捨てて共に遠くで暮らそうと言い出すとは思わなかった。貴様に愛されてると本気で思っていたのだろう。もう選択の余地はなかった。彼女に金を渡し、この家を出て子を産まないようにと言った。しかし数年後、彼女は一通の手紙を私によこしたのだ。そこには2人の子供の写真が入っていて。あれ、2人の子供？バティストだけかと思ってたけど。彼女が言うことを聞かずに子を産んだとはいえ、貴様はそれを見て見ぬふりすればよかったはずだ。ああ、私は当時ちょうど別の富豪の令嬢と結婚することになっていてな。もしこの件が発覚すれば私の人生は終わっていた。違う、方法がなかったのではない。貴様は再び。Das ist doch actually voll normal für frühere Zeiten gewesen. Von Adligen. 自分の母親が目の前で殺されるってどんな感じか。私と兄さんは物心がついたばかりの子供だった。床下に隠れてお互いの手をきつく握り合って息をする音さえ押し殺していた。ただなすすべもなく母さんと殺し屋が争っているのを見ていることしかできず、そして殺されて、殺し屋が去った後また戻ってくるのを恐れて私と兄さんはずっと動けずにいた。2日目の夜になってようやく床下から這い上がったの。
母さんはもう冷たくなって硬直していた。それ以来貴様たちは事件の真相を公にしようと決意したわけか。それだけじゃなく復讐もね。それが貴様たち二人が重視になった理由なのだな。いや、それは私だけ。事件の被害者も私が殺した。兄さんとは無関係よ。無関係なのは知ってる。彼は人を殺すような人間には見えないと私は思っていた。あの晩彼が罪を認める時の態度もあっさりとしすぎていて、そして最も重要な点はIch habe keinen Plan, was die Voice dann endet. 感じられなかった。彼が自供する過程も私の知る限りどんな犯人よりも早かった。しかし貴様のことについては一言も触れず、一貫して全ては自分がやったことだと主張した。取り調べが終わった後、私は裏庭から掘り出した銃を分解し、彼の前に置いて元通りにしてみろと言った。どこまで組み立てられたと思う？一つのパーツも組めなかったのだ。そもそも銃器など触ったことがなかったのだろう。故に私はこの事件の犯人が一人ではないと断定した。彼の行動は仲間のために注意を引きつけて復讐のタイミングを作り出すものだったのだ。そして私はそれを逆手に取った。結果それは証明された。二人目の銃士はモリスが一人になったのを見て迷いなく飛び込んできたというわけだ。それにこの小説のタイトルは二重視だろ。でもどうしてベロニカなんだ？バティストさんがあの夜私にモリスの名前を教えてくれた時にすぐ合点がいった。出資者の資金に問題が生じたそれは全て作り話だ。彼は真っ先に出資者を名乗り出て、その後一銭も出さずに永遠の撮影を台無しにさせたかっただけだ。何せこの物語を最も世に広めたくない男だからな。その考えは当時エリサにやったことと全く同じだ。どこまでも下劣なやつ。だが結局グザビエは万難を排し、本当にこの作品を撮り終えてしまった。加えて犯人が捕まったことでもう身を隠す必要もなくなった。だから間違いなくこいつは今日撮影現場に来るだろうと踏んでいた。まさか今日の撮影現場で起きたいろいろなトラブルも Das war offensichtlich. 二人目の銃士の正体に関してだが、容疑者はモリスの周辺で機会を伺っているんじゃないかと考えた。もしその人物がモリスがこの永遠の出資者であることを知っていたとなると、容疑者の範囲はそれに応じて絞られてくる。それに道具係の立場であればチーム名義で部品を注文することは容易で疑われることもない。私はこの推理に基づきバティストさんがかつて暮らしていた孤児院の記録を調べた。20年前の同じ日、そこに誰の名前が載っていたと思う？兄さんはあなたを信用したのに。Ja und? Lol. Who the それ fuck は彼 cares? の敵討ちを成し遂げるということか。兄さんはあなたが正義をなす人だと信じたのよ。そうだ。 Justice heißt Leute 私も töten, そう信 okay. じたわ。あのシーンを演じた時のあなたの表情を見て、さっきは本当に奴に向けて銃を撃ったのかと思ったあなただって奴が何をしたか全部聞いたでしょ。あんなことをした男だっていうのに、まさか銃弾を食らわせるよりも残りの人生をメロピデ要塞で過ごさせて何不自由なく飲み食いさせた方がいいっていうの？私は今でも母さんの冷たくなった手のことが頭から離れないのに。これ本当のことを言おう、ベロニカ。あの夜
貴様の兄と今回のことを話した後、モリスの頭に風穴を開けるべきじゃないかと本当に考えたのだ。じゃあどうして？だがそれは決して現実にあるべき正義ではない。貴様からすれば正義とは歯には歯を、命には命をというものかもしれない。しかし皆が正義に対して独自の理解を持ち、皆がそれぞれの正義を追い求めることになれば、 Das ist true, deshalb nicht そこ Auge に um 規則は Auge, Zahn 存 um 在 Zahn. しなくなるだろう。今日貴様がモリスを殺したとして、明日はその子供が貴様を殺しに来るだろう。Das Lustige ist, Andrew Tate hat mal so einen Vergleich aufgestellt. War es Andrew Tate? Oder war es Piers Morgan? Keine Ahnung, die sind alle sowieso ungefähr in der gleichen Richtung. Wenn ich es richtig verstehe. Nee, warte, es war Jordan Peterson. Jordan Peterson hat mal so ein Beispiel gebracht, der hat gesagt, aber das ist generell der Grund, weshalb ein Rechtsstaat existiert. Das ist das Prinzip, worauf ein Rechtsstaat aufbaut. Du hast halt generell einen Rechtsstaat, er nimmt sozusagen deine Verantwortung weg, beziehungsweise jeder hat sozusagen seine eigene Verantwortung am Anfang. Aber erst, das kannst du dir so vorstellen, wie der Mensch im Naturzustand, das ist auch eine moralische Theorie nach, ich habe vergessen, wie er hieß. Wie ist nochmal? Der Mensch im Naturzustand. Schauen mal. Thomas Hobbes, genau. Thomas Hobbes, der Naturzustand des Menschen. Jeder Mensch muss alleine kämpfen, alles. Du hast deine eigene, fuck it. Du hast deine eigenen, was weiß ich, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn dir etwas angetan wird, dann wirst du es meistens zurückzahlen. Und du bist in konstanter Angst, dass jemand dich irgendwie zum Beispiel dir in den Rücken fallen kann, wenn es nicht zum Beispiel jemand komplett Vertrautes ist. Das ist schwer tatsächlich umzusetzen, dort irgendwie Progress zu bekommen. Deshalb setzt du sozusagen, hast du diesen Vertrag, den du aufstellst, dass Leute einander vertrauen und so weiter. Das ist dann halt eben das, wodurch eine Regierung entsteht. Diese Regierung ist dafür verantwortlich, dass halt eben nicht genau so etwas passiert, dass man sich gegenseitig in den Rücken fällt und dass vielleicht zum Beispiel sich Probleme immer weiter aufbauen. Zum Beispiel eine Person tötet die andere, diese tötet dann weitere Angehörige dieser einen Person. Ich meine Gruppe A, Gruppe B, Gruppe A tötet eine Person von Gruppe B tötet zwei Personen von Gruppe A, dann zwei Personen von Gruppe A töten 4 Personen von Gruppe B und so weiter. Das ist genau das Beispiel, das Jordan Peterson einmal benutzt hat. Und das ist ein Beispiel, das sich auf die Grundlage von Thomas Hobbes mit seiner Theorie im Menschen im Naturzustand bezieht. Und damit begründest du und rechtfertigst du ein tatsächlich auch Justizwesen und eine Regierung. Bro, ich tabbe einmal raus, jetzt sind wir von Rosen auf Rechtsstaat. Ja, ist schnell passiert. Ich wollte hier eigentlich nur ein bisschen darauf eingehen. Und dementsprechend ist es sogar recht gut herangezogen, es stimmt hier auch. So, sie bringt jetzt ja auch genau das Beispiel, sie sagt ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nicht, Auge um Auge, Zahn um Zahn ist nicht etwas, was man immer machen kann. Und du kannst auch nicht immer irgendwie, und jeder hat sein eigenes Moralverständnis. Das ist etwas, das Kant zum Beispiel sagt. Das ist auch wahr auf jeden Fall. Jeder hat sein eigenes Moralverständnis. Und wenn wir dann auch noch nach der Moralentwicklungstheorie gehen, wie heißt der nochmal? Genau, hier haben wir auch nochmal das, nach Kohlberg, genau, mit den 6 Stufen und den 3 Ebenen. Wir haben die präkonventionelle, konventionelle und postkonventionelle Ebene mit den Stufen 1 bis 6. Und theoretisch, also wenn du Stufe 6 erreichst, hast du sozusagen deinen eigenen moralischen Kompass. Und zum Beispiel Kant sagt auch, jeder Mensch hat seinen eigenen moralischen Kompass, wenn er ihn auch tatsächlich nutzt, beziehungsweise er hat ihn und er muss sich dazu auch tatsächlich bestimmen, ihn zu benutzen. Genau, weil jeder aber eben seinen eigenen Kompass hat, weil du deinen eigenen moralischen Kompass ausrichten musst für dich selbst, wird es dann schwer, manchmal aber auch tatsächlich Strafen und sowas einzeln durchzuführen, wenn du sie nicht verallgemeinerst. Deswegen musst du sie verallgemeinern, beziehungsweise eine feste Grundnorm festlegen. Und mein Leben durchgespielt. Ich habe die Hardcore Chest of Dragonspine. Let's go. Genau, das ist halt eben so eine der Dinge, die hier dann auch noch angesprochen werden.
eben dieses, jeder hat seinen eigenen moralischen Kompass und du kannst nicht, und du musst sozusagen, der Menschen-Naturzustand würde sich gegenseitig zerstören, deshalb musst du ein allgemeines System aufstellen. Und wie gesagt, jetzt bringt sie genau das gleiche Beispiel, das ist eigentlich recht gut, finde ich sogar. 現実は単なる復讐主義などでは裁けない。そうすれば復讐の連鎖に陥り、規則が存在しなくなり、 Das ist genau das gleiche, was Jordan Peterson sagt. Genau das gleiche, was Jordan Peterson sagt. Also nicht Wort für Wort, aber vom Sinn genau das gleiche und genau das gleiche, was auch andere Philosophen gesagt haben. Es ist halt true. Du hast eben diesen Zyklus von gegenseitiger Rache. Und das ist einer der Grundsätze oder eine der Grundvoraussetzungen, weshalb ein Rechtsstaat gegründet wird. Weshalb Menschen sich einem Rechtsstaat tatsächlich unterwerfen. Manche Leute sagen ja, die Regierung löst nicht die Probleme der Menschen, sondern sie kreiert die Probleme der Menschen. Und das stimmt auch zu einem gewissen Part, aber zu einem gewissen Part ist es auch sehr unfair ausgedrückt, weil die Regierung ist auch nicht nur dazu da, dass du die Leute beschützt und alles, oder dass sie die Probleme von dir löst. Manche Probleme, die gelöst werden, kannst du auch gar nicht sehen. Deshalb ist es manchmal schwer. Zum Beispiel eben ein Rechtsstaat an und für sich ist schon die Lösung von unglaublich vielen Problemen. Aber man nimmt das als einfach so, als das ist halt so. Man nimmt das als selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich eigentlich. Für uns ist es selbstverständlich, aber an und für sich ist es das nicht. Und der Rechtsstaat ist das zum Beispiel das Mittel, was halt eben willkürliche Probleme und Rachezüge verhindert. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, weshalb es jetzt dann nicht ganz stimmt, wenn man sagt, die Regierung ist das, was dir Probleme bereitet. Das wurde auch eigentlich für eine andere Zeit damals. Ich glaube, das hat einer der amerikanischen Präsidenten gesagt. Aber ich habe vergessen, wer das war oder ob es überhaupt ein amerikanischer Präsident gesagt hat. Aber auf jeden Fall, es war auch früher. Das heißt, es hat sich auch auf eine andere Zeit bezogen, aber trotzdem. Ist auch egal, ich habe jetzt genug über so eine Scheiße gesprochen. Ja, hier, genau. Eine Norm und allgemeine Regeln. メロピデ要塞でのいい暮らしなど待っていないことを私が保証しよう。シュブルーズ、特巡隊呼んできたで。ご苦労。二人を連行しろ。 Wie the fuck ist sie von den Special Forces und die auch? Die sind alle blau angezogen, sie hat so ein rotes, extravagantes Kleid und so ein Scheiß gefühlt. Das ist unfassbar. Ja, dann bist du halt verloren. 少なくとも今日正義は奴の元に訪れなかった。シュブルーズ。行こう。 Apropos Sakubi, würdest du auch sagen, dass Chivalrous auch ein Kind ist? Are you okay? ありがとう。私は大丈夫だ。ただ、何がこの者たちにこのような道を選ばせてしまったのかと思ってな。 Grad so 18. Okay. Das heißt, sie ist legal in deinen Augen. Basically, ja, okay, die wäre dann genauso alt wie ich. What the fuck? Naja, das ist unfassbar. Sie sieht doch auch genauso aus wie Dings gefühlt. Bro, in meinen Augen juckt's mich nicht. Was mit dir falsch ist, ist das Ding. 皆さんがご無事で何よりです。 Ich wollte eigentlich den Vergleich zu Farina aufziehen. この物語がそれほど多くの事件に Du 関わ sagst, ってい Farina る ist と ein は Kind, aber literally Chivalrous hat genau den gleichen Bodytype wie Dings. Sie sieht doch 1:1. Wenn du ihr die gleichen Klamotten wie Farina geben würdest und dann sagen wir mal das Eye-Patch. Sagen wir mal, du gibst das Eye-Patch auf Farina. Farina geht in ihre in ihre Numa-Stance, färbt ihre Haare lila und zieht dann die Klamotten von Chivalrous an. Die sehen doch genau gleich aus. Spiel weiter mit den virtuellen Kindern, Barbie. Auf einmal ist das doch wieder ein Kind. Auf einmal ist eine 18-Jährige ein Kind, okay. Das heißt, ich bin auch ein Kind. Scheiße, Mann. Ein Kind spielt mit Kindern. Scheiße. Fuck, Bro. Damn. Das ist ja schon ein Verbrechen. Du bist ein Kind. Digga, was bist du denn? Du bist doch auch ein Kind. Du bist doch 17 Grad mal. Hallo, was laberst du für eine Scheiße hier? Respekt vor Älteren, Mann. Ich bin 16, du Keck.
Ja, Digga, dann erst recht. Imagine, man darf gar keinen Wein trinken, legal. Ah, doch, darfst du. Ich meine, imagine, man darf nicht legal Wodka kaufen und trinken. Cringe, Bro. Respekt nur für mental Ältere, okay. Wie bin ich mental jünger als du? 何言ってるのよ。今の話を聞いたら、なおさら続けるべきでしょ。しおりの言う通りだ。私もこの物語をより多くの人に知ってもらいたい。You are into virtual woman. Okay, und von wo hast du diesen... Digga... Und von wo kommt es her? Source... I made it the fuck up. Ja, das klingt akkurat. しかし本当の結末は物語とはまるで違うよう Stream です Clips. ね。Ah, okay. それはよろしいのですか、シュブルー Das ズさん。 macht so viel Sinn. 決心はついたかい？今ならまだ結末を取り直せる。判断は君に任せるよ。いや、取り直しは必要ありません、フリーナ様。私は今の結末のままでいいと思います。芸術には特有のロマンがあってしかるべき。現実ではままならぬ後悔の念をそれで晴らしましょう。そして芸術には同様に独自の正義と法則があります。私が小説に魅了されたのもそれが理由です。ならこれで決まりだ。僕もその決断に賛成するよ。ベロニカはあの子は大丈夫な？彼女はその兄やモリスと共にじきに自分たちの所業に応じた審判を受けることになる。3人はおそらくメロピデ要塞に移送されるはずだ。リオセスリさんには私から挨拶をしておく。 Oh gut, dass 3 Leute, die sich hassen, 私の思ってる挨拶で間違いない？ zum gleichen Platz gesendet werden. そうだ。ほほん。ほらほら。一見落着したんだから、もうそんなに難しい顔をする理由もないだろ。みんな今日は目いっぱい食べて飲んで楽しんで、明日から撮影後の作業に移ろう。シュブルーズはさっきのパーティーにいなかっただろ。今度は参加してくれるね。はい、参加します。では私はあちらでお待ちしております。シュブルースにお伝えしたい吉報がありますので。 Chiori erinnert mich irgendwie an eine menschlichere Version von Yunjin. Das heißt, du sagst, Yunjin ist nicht menschlich genug? Oder meinst du, hä? Okay, das verstehe ich irgendwie nicht. Also ich verstehe nicht, wie du Yunjin dann nicht als menschlich ansiehst. Bro, das ist eine Maschine. Okay, sorry. Sorry. 旅人、パイモン。パーティーが終わったら浜辺で待っていてくれ。Ah, okay. お前たちと少し歩きたい。 I'd like to go on a brief walk with the two of you. Oh, der Genshin Impact Dating Sim hat wieder... Also, wirklich, nee. Genshin Impact Dating Sim, es wurde wieder hochgefahren, das ist unfassbar. Ah, 感謝する。 Fonta. Ah, TCG, natürlich, der Promote, warum auch nicht? Selbstverständlich, so wie immer. Fonta. Ja, Fonta. TCG. Yay. Nein, kein Yay. 待たせたな。別にそんなに待ってないぞ、シュブルーズ。で、オイラたちに用でもあるのか？いや、大したことではない。ただ共に事件を追った仲間としてお前たちと少し話がしたいと思っただけだ。旅人、お前が私の立場なら、子供の頃父に連れられてよくここに泳ぎに来た。どれだけ寒くても父はいつも私を連れてきた。父はこう言っていた。水泳は精神鍛錬に一番いい運動だと。何し、なんでだよ。投げ出した時が死ぬ時だからだ。あの頃はまだ神の目も持っていなかったし、あれはある冬のこと。寒風がナイフのように私の身を切り、海水が冷ややかに骨を刺した。
Das ist Cap. Deine Zehen werden nicht instant taub werden, wenn du Wasser gerade berührst. Dafür müssen das Wasser literally bei negativen Temperaturen sein. Also was ist negative Dings? Also es müsste schon bei irgendwie minus, was weiß ich, 50 Grad sein oder so ein Scheiß. Dass es so kalt ist, dass es so schnell deine Körpertemperatur so sehr absinkt, dass du es direkt nicht mehr spürst. Das ist so Full Cap, Alter. Selbst bei einem Kind, bei dem es schneller abkühlt, der Körper. Da wäre es gefroren. Nee, wenn Wasser in Bewegung ist, weiß ich gar nicht. Wird es dann noch gefroren sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sie auch dazu gebracht, unter Wasser zu schwimmen, wo der Druck höher ist. Trust. Ich weiß, dass es gefroren wäre, theoretisch bei minus 50 Grad. Ist ja Anhaltspunkt. Hat ja Anhaltspunkt. Zum Gefrieren. Ja. Ey, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, oder? Du hast vielleicht einfach einen deutlich höheren Druck oder sowas. Kann Wasser... Ne, bei höherem Druck sollte... Ja. Ja, doch. Ah, ich habe keine Ahnung. Eigentlich sagt man, ist es ja dann bei 3 Grad. Ich bin mir selbst gerade nicht sicher, Moment mal. Kann Wasser bei Temperaturen unter 0 Grad flüssig sein? Ich glaube schon, so funktioniert auch Skifahren. Normalerweise gefriert Wasser am Gefrierpunkt bei 0 Grad Celsius. Verwendet man aber sehr reines Wasser, in dem es keine Teilchen gibt, die als Keime für Kristallisation dienen können, bleibt es auch unterhalb des Gefrierpunkts flüssig. Bei minus 46 Grad. Okay. What the fuck? Was ist das? Wie funktionieren Handwärmer? Physik hinter den Dingen. Hat ja Anhaltspunkt zum Gefrieren. Okay, aber wo genau? Ich habe keinen Plan, Bro. Heißt es hier, dass es einfach keins gibt? No Man's Land. Hier, Digga, die sagen aber auch nicht fucking hell. Können sie auch bitte anzeigen, wo hier die Barzahlen sind? Fuck you. Egal, sagen wir mal bis minus 46 Grad. Ja gut, ich glaube nicht, dass es in Fontaine so kaltes Wasser gab. Also du musst ja dir geben, wenn du es direkt nicht mehr spürst, dann muss es ja extremst kalt sein an deinem Körper. Und wenn du deinen Finger selbst in 0 Grad Wasser hältst... Ey, was ist dein Lieblingsessen? Was ist das Lieblingsessen eines Geomains? Bro, ich hab keinen Plan. Ich denke mal von Noel Pancakes. Spaghetti Albedo. Aber er ist ja kein Main. Richtig, also du kannst ihn schon mainen, aber er ist ja nicht ein typischer Main-Character. Du kannst ihn ja nicht wirklich... Also Main-Carry. Ja, gut, okay, zugeben. Fair enough. Ändert nichts wirklich. Ich hätte jetzt Albedo Pancakes gesagt, das Einzige, was mir einfällt. Oder vielleicht Goru Tonkotsu Ramen, wenn du das mit reinzählst. Egal, ich mach das mal weiter. 父はさっと私を抱き上げ、冬の海に放り込んだ。Das war ein Witz? Okay, schade. 刺すような寒さが骨に染みた。私は恐怖と怒り以外何も感じなかったよ。私は父が助けに来てくれるのを待とうと思った。だがふと見ると、父はすでに対岸に向かって泳ぎ出していた。全力で父の後を追った。その数分間は。それまでの人生よりも長く思えた。だが私は泳ぎ切った。それからは二度と何かを恐れたり
Ja, das klingt ein bisschen dumm. そのやり方はオイラには向いてないだろうな。 Selbst wenn du mal ein komplett traumatisches Ereignis hast, wirst du trotzdem nicht mehr in der Lage. Es ist trotzdem nicht so, wie wenn du danach nicht mehr in der Lage bist zu weinen oder irgendwie Angst zu verspüren. Das ist so cap, Bro. Also, ich sag das jetzt mal. Das ist cap. Wenn es Gegenbeweis gibt, okay. Aber ich bin mir sehr sicher, das ist full cap, weil nur weil du einmal etwas erlebt hast, heißt nicht gleich, dass es irgendwie jetzt für deinen Körper Sinn machen würde, nicht mehr wieder Angst verspüren zu können oder Trauer. Das macht gar keinen Sinn. So, wie soll das funktionieren? Tatsächlich ist man sogar meistens eher davon angeschlagen. Wenn du ein traumatisches Erlebnis hast, zum Beispiel eine Vergewaltigung, dann bist du viel eher tatsächlich dazu wieder, dann tendierst du viel eher dazu tatsächlich, irgendetwas krasser wahrzunehmen. Dann wirst du viel mehr Angst vor Männern haben. Dann wirst du, also als Frau sagen wir mal Vergewaltigung, also Vergewaltigung geht ja meistens in eine Richtung. Dann wirst du ja viel mehr Angst vor Männern haben. Wirst du wirklich teilweise einfach so anfangen zu weinen, wirst du emotional sehr viel instabiler sein. Und wirst, also, just saying. Werden hier wieder Männer und Frauen stereotypisiert, nicht linkskonform. Es ist eigentlich sau linkskonform, wenn ich sage, Männer vergewaltigen Frauen. Weil dann stellt man ja Frauen in eine Opferrolle dar und dann kann man das wieder benutzen, um weiter zu argumentieren, Männer sind Trash. Das ist sehr linkskonform, mein Freund. Oh. Ja, das siehst du schon. Das hast du nicht gesagt. Schrecklich. 私もそれが正しい教育法とは思わない。ただ今こうして正義を追い求めてると時々あの冬の海に戻ったような怒りや無力さを感じる。シュブルーズ。でもだからこそ投げ出してはいけないとより強く思うのだ。どうだ？私と勝負しないか？我々が溺れ死ぬことはない。I'm game. お前たちだけで勝負しろよ。Bro! What? What? Du hast literally beide Charakter im gleichen Slot, das heißt, sie kommen gleichzeitig an. Wow! What the fuck? Wie behindert? Das ist ja so dumm. Ach so, stimmt. Wenn du hier... Du kannst aber... Oh. Es hat ein Limit, wie lange du es halten kannst. Das wusste ich gar nicht. Oh. Stark. Stark. Oha. Sperrkontrolle sehr stark. Aber es macht irgendwie Sinn. Aber Bro, das ist ja wirklich der größte Scam. Man hat beide Charakter gleichzeitig, das heißt, man hat gar kein Race oder so ein Scheiß. Ist ja behindert. Kann ich die Ente von hier unten treffen? Nee, kann ich nicht. Scan. Aber es macht gar keinen Sinn. Ich meine, selbst wenn das Wasser kalt ist, du kannst ja trotzdem unter Wasser atmen. Das heißt, du könntest einfach unter das Wasser schwimmen. Du kannst dort atmen ohne Probleme. Also es ist kein Problem. Gehst nach unten, gehst zurück, gehst nach oben. Oder du kannst ja unter Wasser einfach sozusagen gegen die Water Currents gehen. Generell, wenn du unter Wasser gehst, ist ja weniger Strömung vorhanden. Denke ich, oder? Ne, warte, bin ich dumm? Ne, ich bin dumm, glaube ich. Geil. Du kannst die Viecher so gezielt abschießen. Mit einer Pistole. Mit einem fucking Gewehr. Wobei, ich weiß nicht. Ah, keine Ahnung. Kann ich rauslaufen einfach? Kann ich einfach so ein bisschen spielen mit dem Charakter jetzt? Oh. Nee, ich kann's nicht, schade. Wäre lustig gewesen.
待たせたな。別に。いや、旅人。子供の頃、父は投げ出した。あれは、私は聞いてる。泣き止まない。刺すよう。私は全力で、それからは。私も、ただ今こうして、正義を追い求めてると。Es reicht. でもだからこそ、どうだ私とKann ich theoretisch von hier den Bree abschießen? Ne, es hat eine begrenzte Range. Understandable, aber trotzdem. Schade. Kann ich von hier zum Beispiel abschießen? Kann ich damit unter anderem vielleicht... Achso, es hat sogar ein Auto-Aim einfach. Ha. Stunden って泳ぐのがすっごく早いんだな。でも、なんで特順隊に入ったんだ？それも少しはあるかもな。だがそれよりも子供の頃から小説に出てくる正義のヒーローに憧れていたという方が大きいかもしれない。本当に小説が好きなんだな。特順隊に入ってから気づいたのだが、現実と小説の落差はやはり大きい。さあ、もう少し歩こう。Oh, der Dating Simulator geht weiter. Das ist unfassbar. 実際、自分の行いが正しいのか迷うこともある。だがどうであれ、泳ぎ続けねばならないのは分かっている。この目には Nein, du bist so tot. Das ist unfassbar. Das ist so unfassbar und fick dich. Schade. Eigentlich. Sampo に付き合ってくれたこと、礼を言う。話をしたら気持ちがずいぶん楽になった。あれ？いつの間にかあの作家の家の近くまで来てたんだな。本当だ。こんなに近くにあったのか。本当に花をいっぱい育ててるんだな。小説に書いてあるのと同じだ。パイモン、旅人、見てく。庭のレインボーローズが咲いている。Aber guck mal, die sind doch anders. Das sind nicht die normalen Rainbow Roses. Die sind auf jeden Fall anders. Die sind nicht so gelblich hier oben, sondern gelblich unten. Die übrigens schönste Region von allem. Von allen. Also, guck mal. Wir können hier hingehen. Und schauen uns die Rainbow Roses an. Warte, wo sind die? Hier die da haben oben gelblich, unten sind sie weiter pink. Die hier sind eher rötlich-pink und sind oben weiß und unten gelb. Die sehen auf jeden Fall anders aus. Das sind auf jeden Fall andere Rainbow Roses. Kann man nochmal mit der reden? 少し遅くなったが、今回は特順隊を代表してではなく、ich hab keinen Bock, das alles zu fragen. 気遣い感謝。 Sicher doch. Ja, also Bro, in dem Fall, also... Komm on, beim anderen okay zugeben, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sie einfach mir nie genau angeschaut hatte und dann hat halt mein Gehirn gesagt, okay, ich erschließe mir einfach den Rest der Informationen selbst heraus und dann waren es halt Fehlinformationen. Aber in dem Fall, Bro, Digga, das ist ja obvious. So, hier kann ich hier sogar die Unterschiede aufzählen. Okay, jetzt bis 8 Uhr, ne? Und jetzt kommt der letzte Akt. Bitte sei nicht zu lang. Ich weiß, ich habe viel Zeit auch selbst immer ein bisschen vergeudet, aber trotzdem. Wait until 2 days later. Oh, fuck you, man. Schneller.
film has a successful premiere and the Musket murder case also successfully comes to an end. ああ、二人とも。いやもう、あれから目の回るような忙しさだったからな。編集が終わったら、次は宣伝と上映の仕事が始まって。今日は授賞式だろ。オイラたちの映画はフリーナ賞をもらえるかな。Farina Award. 90% はいけると思っているよ。Farina gibt sich nur 90% Chance, dass sie den Farina Award gewinnt. Mit der Farina Statue. 他のみんなももうすぐ来るさ。そうだ、グザビエ、ショーで思い出したけど、君が僕らのチームに名前を付けるべきじゃないか？まだ受賞できるかもわからないんですよ。そんなタヌキの川山用みたいなことはとても。いや、目を見開いて歌劇場から出てくる人たちの反応を見てごらんよ。みんな良かったと言ってるよ。自分でも分かってるくせに。歌劇場のスタッフがきっと君に会いに来て、永遠の上映回数を増やしたいって言ってくるぞ。今回の興行収入の利益でちゃんとした映会社だって作れるんだろ。でもこれは自分一人の功績じゃありません。善良な紳士淑女の皆さんの血と汗の結晶があったからです。一人で名前を決めるなんてことできませんよ。Die anderen wollen einfach nicht die Verantwortung darüber tragen. 考えておきなよ。みんなも賛成してくれると思うから。わかりました。でもその前に旅人にパイン。悪いがメロピデ要塞に行ってきてもらえないか。まだ授賞式が残ってるのに。二人に我らがヒロインシュブルーズさんのお迎えを頼みたい。最近ずっと彼女の姿を見かけてなくてな。今日の授賞式を知らせる機会がなかったんだ。だが今日銃殺事件の犯人を特巡隊隊長が自らメロピデ要塞に移送するらしい。そう新聞に書いてあった。そうだったのか。It'll be a piece of cake for us. Trust. よし、グザビエはここで待っててくれ。頑張っていい名前を考えとけよ。了解だ。じゃあよろしく。Ryokai da. Wer diese Line nicht kennt, wer nicht weiß, was das heißt. Oh Mann, Schande. Schande, wer nicht weiß, was Ryokai da heißt. Denn das ist Pflicht. Das ist so eine Pflichtvokabel für Anime-Watcher. Sakobi, weißt du, was Ryokai da heißt? Ah, ich würde mal kurz Essen abholen hier. Sicher doch. Nenn mir den Anime, von dem man es weiß. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt ein kurzer Test. Coffee Beverus. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber sieht geil aus. After using your left cheek to strike the other person's hand, you must be sure to press the advantage and continue attacking their hand with your right cheek. Was? Schade, Mann, ne? Okay. Das heißt, wenn du jemand... Nee, also mir fällt auch nichts ein, das ist einfach nur behindert. What the fuck? Hallo, Sakobi, kommt noch eine Antwort? Was macht das nochmal? Gibt es hier HP, ja? Okay. So wie die Dings. So wie die Pizza. Hallo? 移送任務完了。この3人をよろしく頼む。この後、用があるようだな。ああ、急いでパーティーに向かわなくてはならない。こいつはまた珍しい。新しい趣味にでもハマったのか？今回はちょっと特別というだけだ。
祭りってのはいい Warte, もんだ。 wie hat sie ihn genannt? Koshaku? ここですら賑やかになるんだから。それがフォンティナリア祭というものだろ。ああ、看護師長なんか栄養満点なスペシャルミルクセーキを用意してたぞ。ヘルシーさもまたスペシャルなやつをな。仕事の話をしてたのか？もう話は終わった。リオセスリさんへの挨拶も済ませた。だろ？はっきりと返事をした覚えはないが。でもノーとも言わなかった。そうだ、いい考えがある。彼らに一人一部ずつ新聞を配ろう。例えば一面に20年前の出来事が載ってる新聞とかな。そしたら一人不運に見舞われるやつが出るだろうな。そして二人は英雄扱いされることになる。英雄といえば、あんたら二人は俺に何か用か？オイラたちが来たのは、私をパーティーに誘いに来たんだろう。今日が何の日かじゃあ急いで行こうぜ。公爵、またな。良いフォンティナリア祭を。ああ、あんたらもな。Ja, ich habe kurz das hier gemacht. Daily Check and Reward. Oh, was ist das? Oh, Twitch Recruitment Rewards wurden jetzt schon ausgeteilt. Letztes Mal habe ich sie erst in der zweiten Bannerphase bekommen. Zweite Bannerphase irgendwann Mitte. Jetzt habe ich sie schon Mitte, erste Bannerphase oder sogar noch erste Hälfte. Nee, fast genau mittig der ersten Bannerphase bekommen. Das heißt, letztes Mal hatte ich es erst 2 Wochen später bekommen. Okay, das ist später. Aber das ist cool, dass ich es jetzt schon bekomme. So früh. Das ist gut für meine Primos. Auf jeden Fall. Ich kann naja, sonst hätte ich aber nicht mal 2 Tinpuls. Sonst hätte ich weniger auf jeden Fall. Moment mal, ich will noch... Was? Achso. Egal. Ich will mal kurz seinen Namen sehen. Es wird safe nicht in Hiraganas geschrieben sein, aber es ist mir so egal. Was? Er heißt einfach Ryosesuri. What the fuck? Ryosesuri. Starker Name. Suaru. Ich setze mich gern hin und schaue mir seinen Cake an. Ich weiß nicht, wie ist eigentlich sein Arsch zu so einem Meme geworden? I mean... Bro, das ist... What the fuck? Das alles? Und das ist dieser Joke darüber, wie er einen fetten Arsch hat. Das ist ja nix. Also nur offense, das ist nix, was er hat. Das ist ja... What the fuck? Darüber haben Leute Memes gemacht? Okay, wenn ich mir die anderen männlichen Charakter anschaue, dann ist es dann noch weniger, aber... What the f... Das ist ja ultra weak. Das ist ja nichts. Das ist gar nix. Gefühlt jede Real-Life-Person hat mehr. Also, jede. Hier. Das war 2 Zentimeter über seinem fucking Oberschenkel, so. Sind die behindert? Das ist ja nix. Wirklich. Und die weibliche Community rastet über seinen Arsch aus. Und natürlich die Schwule. Auch noch. Das ist ja bodenlos. 発表いたします。第1回フォンティナリア英英祭フリーナ賞を獲得したのは二重士です。 Aha. Wer hätte es gedacht? Das war ein trauriges Klatschen. Dieser Applaus ist so klein. おめでとうございます、グザビエさん。まさか、俺が。Sicher フォン doch. テーヌのエンタメ界を見る僕の目に狂いはなかったこと Sicher が doch mal 証 noch 明され bezogen たね。 früher auf die それでは Blumen, oder? 二重士のプロデューサーグザビエさん、ステージへどうぞ。 Wirklich, was macht das Kind? Also, okay, jetzt mal ganz ehrlich. Ein Kind wird bei so einer Award-Verteilung
nicht hüpfen. Es wird sich zu Tode langweilen, weil sie keinen Plan hat, um was es hier geht. Und ist auch überhaupt nicht daran interessiert. Und ist hier nur, weil die Eltern unbedingt so interessiert waren und die Kinder mitkommen mussten. Ein Kind bei einer solchen Veranstaltung würde auf dem Boden liegen, sitzen, nach oben schauen, sauer, wütend, genervt, gelangweilt, was auch immer. Aber nicht enthusiastisch hier herumtanzen und springen und sagen, juhu, ja. Ich fasse es auch, Alter. Momele, hallo, schon wieder am Schreien. Jojo, was geht? Willkommen zu Stream. Ich bin einfach nur sauer, weil das keinen Sinn macht. Ich hasse generell, das ist generell diese Default-Animation auch noch so. Bro, lasst euch mal was Kreativeres einfallen. Das ist scheiße. ありがとうございます。我々の作品を認めてくださったことに心から感謝いたします。時が経つのは早いものだ。Die sieht aus, als hätte sie keine Knochen im Hals. ほんの2、3日前のことのように思えます。またフォンテーヌに来てくれるか？もちろんです。私はこの街が好きですもの。新しいものが見切れないほどありますからね。シュブルースも稲妻に来てくださいますか？今までそんなこと考えもしなかった。だがこれから考えてみよう。あなたが訪れるのをお待ちしております。 Schon das Sniper, wenn ich mache, das ist es. その時はぜひうちに遊びにいらしてください。Ich mach das noch. Aber ich mache mal halt erst die Story. 君の望み通りってわけね。あなたもそろそろ稲妻に戻るべきでは？小倉屋の方はどうなの？万事順調ですよ。じゃあ彼女によろしく伝えといて。承知しました。島に雷雨が降らなくなったそうね。争いもなくなりました。平和で安定していますよ。それはよかった。 Wer ist denn das? Das hier. ぴったりなお天気になったみたい。 Das oder die andere? Das ist Chiori? Keine Ahnung. Wann die kommen wird, wahrscheinlich 4.4 oder 4.5. Ne, nicht 4.4, 4.5 oder 4.6. Geo-Character, wie du sehen kannst. Vermutlich ein 5-Star, wenn du dir das Design anschaust. Sieht sehr aus wie 5-Star. Kein Plan, was sie macht. Sie hat halt jetzt in der Story irgendwie die Rolle gespielt von einer der Promoter, denke ich. Oder einer der Charaktere, die geholfen haben beim Shooting. Nee, nicht noch einen Geo 5-Star. Ich hab Sakubi wäre glücklich darüber, aber Momeli nicht. Navia mag ich aber. Ja, okay. 名前を挙げたすべての方々にもう一度感謝の意を。 Ich fände es auch cooler, wenn sie Forster wäre, aber ihr Design sagt einfach so Fett 5-Star. Aber keine Ahnung, wer weiß. Ich meine, Schiffriss ist auch ein Forster. Ah, Muskets Pictures. Natürlich. ああやって高らかに叫ぶとかっこいいな。では続いてガンズフィルムカンパニーの皆様、ステージでの記念撮影にお集まりください。お、記念撮影の時間まで用意してあるのか。フリーナ監督、あなたこそがこのトロフィーを掲げるのにふさわしいお方だと思います。 Tatsächlich Freena mit dem Freena Prize mit der Freena Statue. Warum auch nicht? そんな恥ずかしい。監督ほどふさわしい人はいない。敵役です。 I can't think of anyone better for the honor. 諦めなさいよ。準備はよろしいですか？ 3、2、1。 ガンズフィルムカンパニー。 Was? Das ist wirklich eine Es ist eine goldene Freena-Statue, das kann nicht sein. Freena hält eine goldene Freena-Statue, das ist... Und im Hintergrund auch... Ja, natürlich. Natürlich. Warum auch nicht? Surely, natürlich. Natürlich. Man kriegt das Bild sogar so.
Das war's dann, oder? Ja. Ich würde noch einmal zum Serenity Pod gehen, tatsächlich die ausstellen. Denke ich mal. Auch wenn ich das normalerweise nicht mache, so mit Event-Stuff. Ich weiß nicht, jetzt passt es gerade gut dazu. Ich mache das einmal schnell. Ja gut, damit ist endlich der Story-Part zu Ende. Mit 4 Stunden, 5 Minuten. Es geht doch schneller als gedacht. Naja, nicht wirklich. Zugleich schon, aber zugleich auch nicht. Ich dachte am Anfang 3 bis 4 Stunden. Dann dachte ich, es ist doch länger und jetzt sind es doch 3 bis 4 Stunden scheinbar. Wow. Ich sag, das ist ein gutes Zimmer. Kann ich hier noch Sachen reinplatzieren überhaupt? Oder soll ich den vielleicht ins Main-Zimmer stellen? Hier ist sowieso Farina dabei, das heißt, wenn Farina hier steht schon. Was ist das? Warte mal. What the fuck? What the fuck? What is this? Oh no! Mega hässlich. Nee, schade. Schade. Warte, das will ich ausprobieren. Okay, das hier? Bitte. Was? Nee, das überschneidet sich nicht so hässlich. Mann. Mann. Ah, egal, fuck it. Das ist ja auch von Events. Das ist für... Okay, nee, das habe ich sowieso nicht gemacht. Oh, das... Was? Das sieht voll aus wie das von diesem... Chasm damals. Ich weiß gar nicht. Das sind... Okay. Warum auch nicht? Aber das würde ich eher hier hinpacken. Kann ich die Weekly machen mit dem Besuchen? Ich kann niemanden besuchen. Wie meinst du mit besuchen? Was ist das? Ach, das ist tatsächlich der... Ja gut. Komm, you know what? So. Okay, die sind unnötig hier gerade. Ich weiß halt gar nicht, was ist das? Das kann man auf dem Boden platzieren, aber das will ich nicht auf dem Boden platzieren. Ich weiß nicht mal, was das hier ist, aber okay. What? Ja, geht. Fuck it. Ist auch egal. Ist fein. Ich finde, dass man sollte viel mehr zurückplatzieren können außerhalb. Es reicht gefühlt gerade mal für 1/4 der Fläche, das stimmt. Das ist auch nicht mal schön. Das ist true. Hier kann man das Foto sehen. Und hier ist das Plakat. Warte. Hier kann man... Warte, habe ich nicht gerade irgendwo View gesehen? What the fuck is this? Warum kann man das nicht bei solchen Postern zum Beispiel machen? Oder warum kann man das hier nicht machen? Warum kann man das hier und hier nicht machen? Na, ist fein. Aber keine Sorge. Weißt du, ich habe den schönsten Teapot. Schau mal. Ach so, natürlich Highlight ist das Ding da oben. Mein Teapot ist so unglaublich gut. Das kannst du gar nicht fassen, Mann. Schau dir mal diese schöne Bergstruktur an, die ich zusammengebaut habe. Mit dieser ganz sicheren Hütte. Man kann hier nicht mehr rein. Dieser Hilichurl Tower da oben, Profi, vertrau.
Guck mal, wie detailliert die Landschaft ist. Guck mal, das ganze Gras, das hier ist. Der wunderbare Wald. Und jetzt kommt das Highlight von allem. Oh, scheiße. Ich kann da nicht mal so einfach hin. Gut, dann muss ich leider hinrennen. Erstmal, das ist auch wunderschön. Diese Insel. Die ist sehr gut. Vertrau mir. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. Da muss ich leider hinlaufen, weil ich habe dort gar keinen Waypoint. Das ist unfassbar gut. Du hast noch nie etwas so Gutes in deinem Leben gesehen. Du wirst zu Tränen gerührt sein, sage ich. Unglaublich, wie wirklich überaus hervorragend das hier ist. Das hier ist die sogenannte... Warum? Ja, egal. Das ist die sogenannte Insel der... steinernen Löwenersche. Ist das die neue Fortnite-Map? Ja, Trust. Ja, okay, gut. Also, ich habe jetzt erstmal zumindest den Quest-Teil, den Story-Quest-Teil des Events abgehakt. Ich würde zugleich auch noch sagen, ich nehme noch kurz mal die Daily Commissions. Ich hole noch die Daily Commissions ab, die ich damit bekommen habe. Ich hatte schon Angst, dass du die in einer bestimmten Form platziert hast. Nicht wirklich, nicht. Also ja, ich nehme noch schnell kurz die Daily Commissions Reward mit. Ups, natürlich mit meinem Friendship-Team. Mit Ayato und dem Sucker hier. Fremine. Genau. Ah, stimmt, das ist immer noch auf Japanisch. Das stelle ich gleich auf Deutsch. Ich meine Englisch wieder. Und ja, damit habe ich endlich den ersten Part nach 4 Stunden, ne, 12 Minuten um. 4 Stunden 14 im Stream. Und ja, dann denke ich mal, wird es auch tatsächlich Zeit, das Event richtig zu spielen. Auch das Event zu spielen, nicht nur die Quest. Die Quest hat einem, glaube ich, 100 Primus insgesamt gegeben, ja. Ich habe auch gehört, dass das Event insgesamt einem weniger Primus gibt. Ja, egal. Also jetzt, ne, jetzt mache ich auch das Game selbst.